Ladies and Gentlemen, auf meinen heutigen Gast habe ich mich schon sehr, sehr, sehr lange gefreut. Und wir haben endlich einen Termin gefunden, um das heute zwischen all seinen Weltreisen möglich zu machen und seine erste Podcast-Langformat-Folge aufzunehmen. Neben mir sitzt niemand anders als der Tänzer und Social-Media-Content-Creator, der die Welt im Sturm erobert hat und wirklich Millionen von Menschen täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auf Instagram folgen ihm Stand gestern 6,3 Millionen Menschen, auf YouTube 8,12 Millionen und TikTok 36,1 Millionen. Noel Goes Crazy. Der Münchner Junge mit dem weltberühmtesten Afro ist heute im Haus. Ich durfte ihn als Pastor in seinen Teenagerjahren begleiten und heute als Freund begrüßen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Noel, what a pleasure. Was geht ab, Bro? Freut mich, hier zu sein. Schön, dich hier zu haben, Mann. Freut mich, Bro, freut mich. Wie geht's dir? Ja, Bro, mir geht's sehr, sehr gut. Bisschen müde, aber ansonsten alles top. Ich hoffe, bei dir auch, Bro. Alles gut soweit. Wir haben ja ein bisschen gebraucht für den Aufbau und die Prep-Sachen hier. Wie ist es so, das erste Mal eine Folge aufzunehmen für dich? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Noch nie jetzt einen langfristigen Podcast gemacht, der länger geht als so eine Stunde. Deswegen, ja, Mann, ich fühle mich auf jeden Fall wohl, nice. Bin gespannt, über was wir reden, ja. Ja, Mann, schön. Gespannt, Bro. Freut mich. Nimm uns ein bisschen rein. Du bist gerade unterwegs auf einer Tournee beziehungsweise auf gewissen Events. Gerade in Deutschland auch. Eigentlich davor warst du in Asien unterwegs. Erzähl, wo stehst du gerade? Was passiert gerade in deinem Leben? Also ich bin gerade auf einer Weltreise. Ich mache Content in verschiedenen Ländern, verschiedene Kulturen. Deswegen gehe ich in verschiedene Länder, alle Kontinente, die es gibt. So Asien war ich jetzt, ich war in Indonesien zuletzt. Ich war in Brasilien, Marokko, Ägypten, Türkei, viele arabische Länder. Bin einfach unterwegs in der Welt, will überall Videos machen, überall tanzen, Kulturen zusammenbringen. Ja. Und es ist so gerade so, was ich mache einfach. Überall in der Welt rumreisen und Videos machen, so viel mitnehmen, wie es geht. Ja. Das ist verrückt, ey. Ja. Dein Leben hat sich ja wirklich schlagartig verändert. Schlagartig, Bro. Das ist verrückt. Schlagartig. Also, das ist echt verrückt. Es ging alles in 1,5 Jahren ungefähr. So. Es hat letztes Jahr März angefangen. Auf einmal ging es hoch komplett. Und seitdem, also wirklich, Leben kann sich verändern innerhalb von einem Jahr. Wirklich komplett. Also mein Leben jetzt so vergleichbar zu 2 Jahren, vor 2 Jahren ist nicht, kann man nicht vergleichen. Es ist wirklich komplett anders. Also, ja. Glaube ich. Ich meine, ich durfte ja ein bisschen mitverfolgen und mit erleben, auch einfach aus deiner Perspektive. Bevor wir zu all diesem kommen, können wir gerne nochmal tiefer drauf einsteigen später. Wie beginnt denn deine Geschichte? Wo bist du aufgewachsen? Woher kommst du eigentlich? Punkt. Wie sieht's da aus? Also ich bin aufgewachsen in München, Münchner Junge, dort geboren. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater ist Nigerianer. Deswegen bin ich mit 2 Kulturen aufgewachsen. Ich habe 2 Schwestern, eine größere, eine kleinere. Also bin ich Sandwich-Kind so. Bin da in München aufgewachsen in einer Wohnung, alles gechillt, alles normal, habe mein Leben lang früher Fußball gespielt, so wie jeder Junge wollte Fußballer werden. So bin ich in München aufgewachsen, ganz normale Kindheit, sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, viel gespielt, viel gemacht mit meinen Eltern und alles und mit Familie auch sehr, sehr gut und so bin ich einfach in München groß geworden, ja. Schön, Mann, schön. Wo genau in München? In Sendling. Genau. I see. Mein Leben lang auch dort gewohnt, nicht einmal umgezogen. Ja. Sendling, the place to be. Sendling 7-0. Ich kenne mich ja ein bisschen aus in München, ich war auch schon zu Besuch bei euch. In Sendling gibt es einen nicen Park. Ja. Mit Basketball. Genau. Spielplatz und Fußballplatz so. Westpark, ne? Westpark, genau. Sendling, Westpark, das ist die Ecke. Westpark. Ja, richtig schön. Okay, wie war es in München aufzuwachsen für dich? In München aufzuwachsen war einerseits nice, also es ist halt auch eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter. Ich glaube auch als Eltern ist es nice mit seinem Kind in München. Bisschen anders als jetzt eine Großstadt wie Berlin oder Köln. Also München ist ja auch eine Großstadt, aber schon, du weißt, ich meine. München ist schon noch ein anderer Vibe. Deswegen, es war eigentlich nice. Das Einzige, so was beim Aufwachsen auch so ein bisschen gestört hat, ist, dass diese alten Menschen in München oft sehr, sehr, bisschen Rassismus und alles ist in München auf jeden Fall auch eine Sache, womit man aufgewachsen ist, würde ich sagen. Ich denke, jeder Junge
oder jede Person, die schwarz ist oder andere Herkunft, hat da schon einige Sachen erlebt, wenn man aufwächst in München. Das war das Einzige, aber ansonsten würde ich sagen, war es gechillt in München aufzuwachsen. So. Man hatte immer Ruhe, so. Man konnte in viele Parks gehen, man konnte so schwimmen gehen irgendwo, Eisbach oder so. Ja. Also auf jeden Fall, man hat viele Möglichkeiten. Deswegen war es eine ruhige und gechillte Kindheit. Ja, der Lebensstandard ist schon sehr hoch. Ne? Ja, das schon. Einfach die Möglichkeit, dann sehr wohlbehütet draußen aufzuwachsen oder die Umgebung wahrzunehmen und auch so wirklich drin aufzugehen, sage ich mal. Ich glaube, das bietet schon München und Bayern an sich. Ich meine, ich habe es auch genossen, in München zu leben. Ich vermisse es so ein bisschen, um ehrlich zu sein, auch gerade wieder. München, ja? Ja, glaube ich. Schon. Berlin ist schon eine ganz andere Geschichte. Ja, schon viel, geht schon viel ab, ja. Aber gut, du hast, glaube ich, in der Zwischenzeit auch sehr viel gesehen. Aber naja, wie war es mit deinen 2 Geschwistern als Sandwich-Kind aufzuwachsen? Ich meine, du bist ja auch noch der Junge im Haus. So. Ja, Was genau, hat das für eine Dynamik bei dir? Ja, also war eigentlich nice so. Mir hat natürlich manchmal ein Junge gefehlt, so, mit dem man sich manchmal ein bisschen schlagen kann oder ein bisschen. Man braucht es ja, du weißt doch, als Kind, als Junge, so, man muss doch irgendwo ein bisschen Kraft rauslassen und so. Deswegen, ich habe meine Schwestern dafür trotzdem manchmal benutzt, natürlich so. War nicht immer gut, aber mit 2 Mädchen aufgewachsen, früher mit den Barbie gespielt oder Playmobil gespielt, eher so ein bisschen so Mädchensachen gemacht, so. Deswegen, ja, aber auf jeden Fall, wir haben alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben sehr viel gespielt. Auch wenn ich der einzige so Junge im Haus war, war das immer cool. So. Außer, ja, manchmal natürlich nicht, diese Spiele manchmal mit Barbie oder ich muss auch manchmal ein Hund sein, der hieß Ramona oder so, weißt du? Ja, Bro, ich war Ramona dann so, weißt du, da musste ich einfach so, ich hatte eine große Schwester, okay. Das heißt, die war früher auch natürlich stärker als ich, dann musste man machen, was sie sagt, so. Krass. Und so, aber ja, ansonsten habe ich es genossen mit meinen Schwestern. Und, wie versteht ihr euch jetzt? Ja, sehr gut, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich würde sagen, könnte nicht besser sein. Die wohnen beide jetzt in Köln. Ich bin noch in München, ich wohne noch in München so. Genau, und wenn wir uns sehen, ist immer mega, mega nice und wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes und enges Verhältnis, immer in Kontakt. Schön. Deine Eltern sind weiter in München, ne? Genau. Wie ist denn der Altersabstand von deinen Geschwistern zu dir? Meine große Schwester ist 25, ich bin 22. Meine kleine Schwester ist 20. 20, krass. Ja, ich kannte sie auch noch, als sie sehr jung war. Ja, 14 Teenager, oder so. 14 ja, sie ist jetzt 20 mittlerweile. Krass. Ja, Mann. Krass, Alter. die Zeit vergeht, ey. Die Zeit vergeht. Das ist immer komisch zu sagen, wenn deine kleine Schwester 20 ist, weil ich bin 22 so. Das ist jetzt gar nicht mehr so... Hört sich nicht mehr so viel an. Ja, es hört sich nicht mehr so viel an, aber ich werde immer der Ältere, viel Ältere bleiben. Der viel Ältere. Viel älter, es wird immer so bleiben. Sehr gut. Okay, 25... Was? 25, 20, ne? Ja, 25, 22 und 20. Genau. Okay, krass. Erzähl mal ein bisschen, wie war das, mit 2 Kulturen aufzuwachsen? Mama ist Deutsch, Papa ist Nigerianer, hast du gesagt. Genau, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es ist auch ein richtiger Gegensatz, weil meine Mutter ist Deutsch, aber vom Dorf. Also wirklich vom deutschen Dorfdeutsch mäßig. Wo genau? Niedersachsen, das Dorf heißt Nordhorn. Also Nordhorn ist so das, was man vielleicht noch ein bisschen kennt. Feldhausen ist das eigentliche, Feldhausen. Okay. Wie der Name schon sagt, viele Felder und so. Also richtiges Dorf. Und mein Dad ist halt aus einer, er ist schon eine Großstadt in Nigeria, Benin City, Edo-Stamm. Okay. Und genau, also 2 sehr, sehr unterschiedliche Personen. Man wächst ganz anders auf, auch sehr viele unterschiedliche Ansichten, die man gelernt bekommt. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde es sehr interessant. Man wächst auf mit vielen Sachen, Essen ist anders, alles, Mentalität. Ich würde sagen, ein Afrikaner hat natürlich eine ganz, ganz andere Mentalität wie eine Europäerin. Allgemein schon Afrika und Europa ist ein riesen Unterschied. Dann Deutschland, Nigeria, großer Unterschied. Humor von alles ist anders, weißt du? Ja. Alles ist anders. Aber ich finde es nice, dass du halt wirklich von klein auf 2 Sachen mitbekommst. So. Von klein auf wirklich, du lernst beide Kulturen. Und mein Papa hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich auch die nigerianische Kultur natürlich darüber lerne. Essen, alles Mögliche. Und deswegen, 2 Kulturen, ist immer was los im Haus, würde ich sagen. Immer was los. Aber ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr genossen, da mit beiden Kulturen so aufzuwachsen. Was war so die größte Spannung? Die größte Spannung? Zwischen den 2 Kulturen. Ja, eine Sache auf jeden Fall Zeit, also afrikanische Zeit. Man sagt auch African Time, immer spät, weißt du.
Mutter immer pünktlich, hier und da alles. So, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied. Okay. Und ansonsten, ja, einfach so. Was habt ihr Kinder mitgenommen? Wie meinst du? Was habt ihr Kinder aus dieser Spannung mitgenommen? Ja, also wir sind jetzt so ein Mischmasch, würde ich sagen. Okay. So Mischmasch. Also, ja, ich bin eher schon wie mein Dad. Ich würde sagen, Ja. also. Gechillter. Genau. Das ist das ist auch das größte Ding zum Beispiel. Bei meinem Dad, so man durfte ein bisschen mehr, weißt du, so vor allem wenn es um Fernsehschauen geht, so bei meiner Mom, wir durften kein SpongeBob schauen und diese ganzen Sachen, so wir durften es nicht. Bei meinem Dad schon, weißt du so. Ja. Und das waren so die Sachen, wo es halt auch immer so hieß, ey, oder auch ins Bett gehen. Bei meinem Dad, wir mussten schon früher ins Bett, aber da war es ein bisschen egal, weißt du. Meiner Mom, 7 Uhr ins Bett so. Ja. Und das waren so die Unterschiede. Okay. Aber es hat sehr, sehr gut geklappt und Wie kommen ja. die beiden miteinander klar? Ja, die beiden sind sehr, sehr eng miteinander, sind schon zusammen seit 30 Jahren. Wow. Also ich hoffe, wenn die das sehen, ich liege nicht falsch, aber ich glaube 30 Silber, Jahre. ne? 30 Jahre Silber-Hochzeit. Ja, 30 Jahre, sollte 30 Jahre sein ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, aber so um den Dreh. Krass. Und ja, also ich muss immer wieder lachen, wenn ich die beiden zusammen sehe. Mein Dad, Fula, Nigerian, natürlich jetzt auch mittlerweile eingedeutscht, aber nigerianischer Mann mit Blondine, deutsche Frau. Ist immer wieder lustig, wenn die diskutieren. Wenn die diskutieren und reden und über so komische Sachen so diskutieren, ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Aber die kommen sehr, sehr gut miteinander klar. Meine Mom hat auch sich richtig in die nigerianische Kultur so reingelebt. Also sie liebt es auch und isst das ganze Essen. Hat auch sogar, wenn sie Englisch spricht, einen nigerianischen Akzent. Okay. So, weil die ja sehr oft Englisch sprechen. Das Commitment, ja. Genau. Und die sprechen so Englisch-Deutsch Mischmasch so. Ja. Aber die kommen wirklich sehr, sehr gut miteinander klar. Es ist ja oft so, dass bei 2 Kulturen, dass die Eltern sehr oft geschieden sind. Vor allem, wenn es um afrikanische und europäische geht, sehr, sehr oft geschieden. Okay. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern dann noch zusammen sind und sehr stark miteinander sind und ein sehr gutes Verhältnis haben. Und alles ist eigentlich sehr, sehr gut, ja. Ja, schön, Mann. Schön. Ja. Ja, bezüglich hier Fernsehen und so, ich war ja bei euch, um mal Boxen zu schauen. Stimmt. Wir gemeinsam, Ja. was war das? Das war Joshua. AJ. Ja, genau. Ja. Sein zweiter Kampf, nachdem er verloren hatte. Genau, ne? stimmt. Seine Titel verloren hatte. Stimmt. Ja, es war traurig. Es war ein Ja, trauriger ja, Abend. ich weiß noch. Ich war Du warst niedergeschlagen. fertig, Okay, ja, aber das war cool. Einfach mal die Family oder dein Dad vor allem so zu erleben beim Boxen schauen. Hat noch Fried Chicken gemacht, oder? Kann es sein? Ja. Genau. Ja, war sehr, sehr nice. Okay, krass. Gut, das heißt, du wächst in dieser Konstellation auf. Wie war es für dich, dann einfach älter zu werden in München? Ich meine, du hast ja deine Teenagerjahren, Jugendzeit dort hauptsächlich verbracht. Wie war das für dich? Also ich würde sagen, ja, früher als Kind hat sich ein bisschen geändert. Ich war ein bisschen so der Schüchterne so ein bisschen als Kind. Also nicht wenn ich Leute kannte, nicht. Ja, wie soll ich sagen, also ganz früher war ich wirklich schüchtern so. Ja. Also so in der Grundschule, ich war ein bisschen ruhiger. Okay. Ich habe immer schon so, ja, ich war auch so immer der die Witze so gemacht hat natürlich. Aber so, wenn viele Leute da waren in der Klasse so, ich war eher schüchtern, so ein bisschen ruhig. Ich habe nicht so viel gelacht und so früher, ganz, ganz früher. Dann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber als ich älter wurde, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Auf einmal hat sich alles geändert. Ich hatte kein Schamgefühl mehr bei sehr vielen Sachen. So, ich wurde lauter, ich war auf einmal gar nicht mehr so schüchtern. Also so wie ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden war ich überall. So bin ich halt aufgewachsen, wurde älter, war immer dann mehr der Laute, würde ich sagen. So immer der auch viel redet und so, viel auch Witze macht, viel lacht und so. Genau, so bin ich dann in München groß geworden, Fußball gespielt immer. Also ich war eigentlich den ganzen Tag auf dem Fußballplatz. Ja, ich sag dir ehrlich, ich war gut, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ich will nicht sagen wie einer, der sagt so, ja, ich habe mich verletzt, Knieverletzung, habe ich es nicht geschafft. Aber von Talent her, Bro, ich war echt gut, Bro. Okay. Also jetzt Aber hast du ungelogen. im Verein gespielt auch? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. MTV München hieß der Verein. Okay, MTV München, ich war sehr, sehr schnell. Sehr, sehr, sehr schnell. Und deswegen, ja, ich hatte echt Spaß beim Fußballspielen, aber Mentalität hat da nicht so mitgespielt. Ich war ein bisschen so, also damals, wenn Trainer geschrien hat, ich habe geweint und so. Weißt du, so, ich war so, ja, ich war so ein Softie, ich war ein Softie früher. Ich war wirklich ein Softie früher. Okay. Also ich habe so, aber wie alt warst du da? als ich Softie war ich so, ich würde sagen, bis ich
11 war ich, bis 11 war ich richtiger Softie so. In der Schule, wir hatten Osterfrühstück, ich habe Löffel vergessen, ich habe geweint. So war ich früher, Bro. Also, Okay. und das ging dann halt weg mit der Zeit. Woher kam das? Ich weiß es nicht. Also ich war schon als kleiner Junge so, mit 2, 3, haben meine Eltern schon gemerkt, so, der weint schnell so, wenn die einmal schimpfen, sofort, nicht schimpfe, weißt du so? Okay. Und irgendwann... Schon süß auch, ey. Ja, das schon. wusste ich gar nicht über dich. Ja, wissen nicht viele, sage ich dir ehrlich, Ja, nicht viele, ja. aber es war so. Und ich weiß echt nicht, woher es kam. Und ich weiß auch nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Und ich kann auch nicht erklären, warum es auf einmal wegging. Mit 12, es war wirklich weg. Es war komplett weg. So, ich war immer laut, immer so der viel redet. So. Pubertät, Bruder. Ja, wahrscheinlich, Bro, wahrscheinlich so auf den. 12, 13. Genau, so. Okay. Und wie gesagt, meine ganze Jugend eigentlich nur verbracht, Fußball zu spielen. So. Es ging nur um Fußball, bis ich so 16 war. Hast du höher gespielt? Noch nicht wirklich, aber ja, wie gesagt, Mentalität, ich war immer ein bisschen, ich weiß nicht, ich wollte immer da spielen und so, wenn ich die Chance hatte, irgendwo höher zu gehen, habe ich gesagt, nee, ich will noch da spielen oder so. Aber ja, wie gesagt, so, ich habe immer mein Leben lang nur das gemacht erstmal, war auf dem Gymnasium, wie gesagt, Schule, ja, war nicht mein Ding, so ehrlich gesagt, Bro, so. Also in der Grundschule schon, aber dann Gymnasium nur gequält. Also ich habe immer früher gesagt, mein einziges Problem in meinem Leben ist Schule. So habe ich immer gesagt, das war mein einziges Problem. Was aber auch 50% deiner Zeit ausmacht, wenn du jugendlich bist. Deswegen, ja, Schule war immer ein Problem bei mir so, also wirklich hartes Problem. Aber ansonsten, wie gesagt. Was genau? Also einfach ich weiß nicht, irgendwie, ich habe gelernt. Setting, dort zu sitzen, in einem Klassenraum. Genau, im Klassenraum und zuhören zu müssen. Und auch das System von Schule so, war auch nicht, also ich konnte nicht irgendwie damit klarkommen, unnötige Sachen zu lernen, weißt du, also es waren wirklich oft Sachen, ich wusste einfach, ich werde es nie wieder anwenden. Und ich bin halt jemand, ich kann unnötige Sachen lernen, so, wenn ich weiß, okay, ich brauche es jetzt kurz, aber wirklich so Sachen wie bei Mathe, manche Sachen, Parabel, Funktionsgleichung, irgendwie sowas. Bro, so, weißt du, da dachte ich mir halt so, was soll das? Und wenn ich gelernt habe, ich war trotzdem schlecht dann, also in manchen Fächern. Ich lerne 3 Wochen, boom, 5. So. Okay. Und deswegen war es halt immer so ein Problem und hat auf jeden Fall natürlich genervt damals, aber man hat es dann ausgeglichen, mit Freunden zu treffen, Fußball, alles. Ja. Okay. Wie geht's weiter? Dann, ich war 16, ich habe angefangen zu tanzen. Also das Ding ist, mit Tanzen ist so eine Story. Leute denken auch immer, ich tanze schon so mein Leben lang, aber ich habe, wie gesagt, mit 16 angefangen. Ich dachte früher, ich kann nicht tanzen. Ich dachte wirklich, ich kann es nicht. Immer auf Party oder irgendwo, so Geburtstag, wenn Musik war, man ist schwarz, alle erwarten natürlich, weißt du. Immer versteckt, Bro. Immer so ein bisschen so versteckt, so, weißt du. Ich dachte, ich kann es nicht. Aber ich habe mich immer schon für Tanzen... Was heißt, du dachtest? Also du hast auch nie wirklich getanzt? Ich habe dich nicht getraut? Oder? Ja, genau. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, so ein bisschen so. Okay. Auch so damals, mein Dad, er hat den Groove und so natürlich, weißt du, er kann tanzen. Und ihr habt zu Hause nicht getanzt? Nicht wirklich. In der Familie? Ja, nicht wirklich. Also schon, aber so ein bisschen einfach bewegt, so mäßig. Und ich habe mich immer ein bisschen so gefühlt, so irgendwie, weißt du, so. Ein bisschen steif, oder was? Ja, so ein bisschen so. Mein Dad und ich, so, wir haben mehr Musik gehört, so viel getrommelt auch. Ich habe auch Schlagzeug gespielt, so. Okay. Das haben wir mehr gemacht. Wie gesagt, ich habe aber immer schon gern Tanzvideos angeschaut. So. Es hat mich immer schon fasziniert, was Menschen mit dem Körper machen können, wie die den Körper bewegen können. So seitdem ich 13, 12 bin. Und irgendwann dachte ich so, heute ist der Tag, lass mich einfach probieren. So, ich bin in mein Zimmer, ich habe immer Tür zugesperrt und ich hatte in meinem Zimmer keinen Spiegel. Aber Abies, meine große Schwester, hatte einen Spiegel und die ist schon ausgezogen. Deswegen war ich immer in dem Zimmer, ich habe zugesperrt, habe so heimlich trainiert. Mein Dad so, warum chillst du mal in jedem Zimmer so? Geh doch in dein Zimmer. Ich so, ja, nee, da ist das Licht nicht so gut, habe ich immer gesagt. Ich habe immer gesagt, mein Licht in meinem Zimmer nervt. So, wie gesagt, mit 16 dann, ich habe angefangen, jeden Tag zu üben und ich habe mir gesagt, okay, ich will tanzen können. Ich habe Bock, das zu können. Habe angefangen ein bisschen, habe gemerkt, das macht voll Spaß so. Man muss einfach frei sein, einfach chillen, weißt du? So, ich habe angefangen, jeden Tag 4 Stunden in mein Zimmer zu üben, so zugesperrt, krass. Jeden Tag 4 Stunden durchgezogen. Ich war in der Schule. Einfach alleine YouTube-Videos? Alleine YouTube-Videos, einfach so. Okay. Einfach so gekommen, weißt du, so. Auf einmal dieses Tanzen hat mich so richtig gepackt, so. Ich war in der Schule, ich habe gedacht, boah, geil, gleich trainieren, so gleich üben. Und dann habe ich angefangen, so Wave-Tutorial, weißt du, so ein bisschen so diese Sachen. Und mehr, bis ich halt wirklich gemerkt habe, okay, ich kann es doch. Ich habe es nur nicht gecheckt. Ich habe mich nur unwohl gefühlt, bin nicht aus mir rausgekommen. Aber dann habe ich gemerkt, so, ich kann es doch. So.
Und auf einmal war das mein Ding. Jeder kannte mich auf einmal für Tanzen, so auch bevor alles Social Media. Der Schule, ich habe getanzt, bisschen so, weißt du. Und auf einmal war das wirklich mein Ding. So, es kam wirklich random einfach in mein Leben rein und hat alles übernommen. So. Krass, ey. Einfach Und was war das mit 16 jetzt? Genau, mit 16 habe ich angefangen 16, so. okay. Mit Du 16. bist gerade auf dem Gimmi 10. oder was? Genau, ungefähr, stimmt. 10., ja. 10. oder, nein, ich glaube, ich war sogar 9. oder 9., weil ich war immer ein Jahr älter als alle, weil ich mit 7 in die Schule gekommen bin. Dann habe ich noch ein Jahr wiederholt, das heißt, ich war vielleicht sogar 8., 9., 8., sowas. Okay. Ja. Ja, interessant. Und dann kam das, was alles verändert hat. Ne? Auf einmal hat es angefangen, so, also ich habe damals auch schon angefangen auf Instagram zu posten, so. Ein Kumpel von mir meinte so, ey, mach dir doch Instagram. Ich hatte kein Instagram. Ich hatte, bis ich 16 war, alle hatten schon, ich hatte kein Instagram. Als einziger so. Ich hatte gar nichts, so kein Snapchat oder das Ganze, ich hatte das nicht. Kein Social Media. Hab mich nicht gejuckt irgendwie. Ja. Ich glaube auch meine Mutter hat mir ganz damals verboten. Und dann irgendwann, ich durfte, aber ich habe trotzdem nicht gemacht. Aber dann, nur wegen Tanzen habe ich Instagram geholt. Nur wegen Tanzen so. Ich dachte so, ja, ich habe diese ganzen Videos waren im Trend, weißt du, diese ganzen Leute tanzen. Ich dachte, ich fange einfach mal ein paar Videos an so. Wollte durchziehen, aber habe immer sehr selten ein Video hochgeladen, immer wieder. Sodass jeder wusste, ich bin Tänzer, aber jetzt nicht wirklich so Social Media gemacht, würde ich sagen. Ja. Aber immer mal wieder so gepostet mäßig, weißt du. Ja. Und so hat es angefangen in mein Kinderzimmer, diese Videos. Und dann ging es erstmal los so mit normalen Videos auf Instagram so. Und habe ich auch schon Spaß dran gehabt. Und dann, ja, kam man da immer mehr so irgendwie rein. Ich weiß auch nicht, auf einmal. So, nur weil ich getanzt habe, weil ich halt dann der Tänzer war, sozusagen. Ja, ich kann mich zurückerinnern, dass du einen Account irgendwann hattest und dann einzelne Videos zu den verschiedensten Songs oder Kurzclips gedreht hattest und hochgeladen hattest. Genau, dein Afro war noch nicht ganz im Spiel. Du hattest, nicht ganz, genau. Du hattest, ich glaube, Rasta oder so, ne? Ich hatte immer so meine Locken. Dann hatte ich immer eine Zeit, hatte ich Zopf und vorne hatte ich 2 Braids. So Ja, diese Zeit, genau, weißt du noch? Diese Zeit. Und immer Bandana. So. Diese Zeit gab es auch. Und ich habe meine Haare noch gar nicht eingesetzt. So. Ich wollte eigentlich nur der Tänzer sein, so. Ich wollte tanzen. Und ich habe meine Haare gar nicht eingesetzt. So. Klar, ich war immer für meine Haare bekannt, auch in der Schule schon damals. Aber ich habe das jetzt nicht eingesetzt oder irgendwie damit irgendwie was gemacht. Okay, wann war das, bevor du dann mit TikTok angefangen hattest, deine Haare oder dein Afro so zu tragen, wie du ihn heute trägst? Hattest du in der Kindergartenzeit irgendwann auch, ich sag mal, die Haare so offen oder nie? Doch, auch schon. Mit meinen Haaren hat alles angefangen, weil ich war 5 Jahre alt im Kindergarten und da war so, du weißt doch damals Kindergarten, irgendeiner hatte immer Läuse so mäßig so, dann gingen Läuse rum. Dann gingen einfach Läuse. Ja, irgendwer hatte immer Läuse im Kindergarten. Ja, das stimmt, ja. Und dann ging so Läusezeit rum, dann hat es mich auch einmal erwischt. Okay. Und ich glaube, das zweite Mal hat es mich dann erwischt und dann, meine Haare waren so, also wirklich nicht lang so vielleicht so ein Mini, kann man nicht mal Afro nennen, aber so einfach so. Und mein Dad meinte dann so, ja, du hast Läuse, wir müssen jetzt abrasieren. So. Krass. Und dann wurden meine Haare abrasiert so. Ich hatte komplett kurz. Ich mochte es gar nicht, also auch als 5-Jähriger. So. Und dann irgendwann fand ich es okay so an dem Tag. Ich gehe nächsten Tag Kindergarten, alle Kinder so, das sieht hässlich aus und so. Die haben wirklich so gesagt, einer hat gesagt, sieht grässlich aus sogar. Das werde ich nie vergessen. Er sagt nicht mal hässlich, er sagt grässlich. So, weißt du? Als anderer 5-Jähriger oder was? Ja, so ein anderer 5-jähriger Blonder. Ich weiß noch, hey Samuel, so. Ich weiß sogar noch seinen Namen. Keiner weiß, wer das jetzt ist, so. Kann jeder Samuel sein, aber er meinte so, und es war auch ein Kumpel von mir. Ja, er meinte so, es sieht grässlich aus. So. Was ist das denn? Ja, Bro, wer sagt bitte grässlich mit 5? Ich wusste so. Okay. Und dann hat es angefangen. Ich hatte keinen Bock mehr, meine Haare zu schneiden. Ich wollte nie wieder erleben, dass Kinder wegen meinen kurzen Haaren sagen, das sieht hässlich aus. Alle fanden es hässlich. Keiner hat gesagt, boah, süß oder schön. Keiner. Und dann hat es angefangen, ich habe Haare wachsen lassen. Und ich hatte immer so ein Mini-Afro im Kindergarten, auch schon so danach, wenn es gewachsen ist. Und immer an dem Tag, wo ich schneiden musste, weil irgendwann wurde es zu lang und als kleiner Junge, man kümmert sich nicht so darum. Da sagt Papa halt natürlich, jetzt schneiden wieder. Immer geweint, immer Drama gemacht, so wenn ich Haare schneiden musste. Und hat so angefangen, dass ich meine Haare nicht mehr schneiden wollte. So hat alles mit den Haaren angefangen. Mein Vater hat sie abrasiert damals. Ich wollte nicht mehr schneiden, ich wollte keine andere Frisur, ich wollte einfach wachsen lassen. Und dann auf einmal hat es angefangen, dass ich meine Haare immer mehr und mehr wachsen lassen habe. Ja. Krass. Du hast ja auch für eine sehr lange Zeit deine Haare nicht geschnitten, meintest du? Genau, also ich habe dann zwischen als ich 13 war, würde ich sagen, und dann gelernt habe, auf meine Haare aufzupassen, weil davor war immer das Problem,
du musst dich auch darum kümmern, um solche Haare, ist ja Pflege, klar. ja. Genau, und wenn du jetzt 10 bist, dann kannst du es noch nicht so ganz. Und deswegen war mein Vater und meine Mutter immer ein bisschen so, ja, wir wollen, dass du es kurz hast, damit sie einfach gut aussehen. So, weil wenn sie lang sind und du kümmerst dich nicht drum, dann sieht es halt nicht gut aus. Ist einfach so bei Afrohaaren. Wenn sie lang sind und du machst nichts, das würde nicht so aussehen, wenn ich nichts machen würde, weißt du? Und irgendwann habe ich so meine Hair-Routine gefunden mäßig. Und ja, dann war auch ein großer Fakt High School Musical. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er ist Chad mit den Haaren. Ich wollte unbedingt Haare haben wie er. Und irgendwann habe ich diese Curls bekommen, so mäßig. Und dann sah es gut aus. Ich habe mich immer darum gekümmert. Und dann, ich würde sagen, ab 10, 11, 12 habe ich angefangen, mehr wachsen zu lassen. Und ab 13 war es wirklich, okay, jetzt kannst du sie auch wachsen lassen. So. Da habe ich es dann gefunden. Und dann habe ich so, seitdem ich 13 war, habe ich vielleicht 2-3 Mal geschnitten. So. Also ich schneide alle 3-4 Jahre einmal meine Haare. So. Ich sollte eigentlich jedes Jahr, aber ich mache immer so alle 3-4 Jahre. Ja, Mann. Boah, das ist verrückt. Ja. Das ist eine ganz andere Zeitdimension Ja, als schon. bei mir. Ja. Okay, Ja. krass. Gut, lasst uns vorspulen in die Gegenwart. Ja. Oder beziehungsweise, was ist alles passiert bis heute? Ja. Also ja, wie gesagt, Instagram angefangen, alles mäßig. Und dann hat es angefangen mit der TikTok. So, das TikTok war noch für mich ein bisschen fremd. So. Und dann meinte ein Kumpel zu mir, der ist YouTuber, Sedo, Shoutout an Sedo, er hat mich dazu gebracht, TikTok anzufangen. Er meinte so, ja, als Tänzer ist es nice, du kannst auf TikTok leicht Reichweite aufbauen. Fang einfach mal an. Poste jeden Tag ein paar Videos. Fang einfach mal an so. Und ich fand TikTok immer richtig cringe. Also ich dachte immer so, TikTok so, ich dachte einfach nur cringe, mehr nicht so. Damals war es ja Musical.ly und ich hatte noch diesen Vibe, so man macht Handy so und so und so. Irgendwie, ich dachte so, es ist einfach cringe. Aber dann dachte ich mir, okay, im Endeffekt, ich mache das, was ich liebe, nur auf einer anderen Plattform. Ob ich auf Instagram tanze oder auf TikTok, wen juckt's, weißt du? So. Und genau, habe ich mir vorgenommen, okay, ich fange einfach mal an, weil eigentlich mein eigentliches Ziel war, ich wollte Reichweite aufbauen, weil ich habe auch Tanzstunden gegeben zu der Zeit, als ich 19 war ungefähr, 18 war. Ich habe Tanzstunden noch gegeben, 19 genau. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich fange einfach mal an und wenn ich Reichweite habe, dann kommen auch Leute zu meinen Tanzstunden. Da kann ich meine Tanzstunden besser promoten. Das ist mein eigentliches Ziel. Ich wollte eigentlich nur Tanzstunden promoten. So vielleicht 40 Leute in der Class haben, weißt du, mehr nicht. Ich fange an, habe gesagt, okay, ab heute, ich poste 2 Monate lang jeden Tag 3 Videos. Jeden Tag, so, ohne Pause. Und dann schaue ich mal, wie es läuft so. Ich stelle mein Handy auf, so Zimmer, habe mir so Stativ selber gebaut, Hocker, irgendwas, genau, Handy aufgestellt, so an meinem Schreibtisch, vor meiner weißen Wand. Ich fange an, so eine TikTok-Challenge zu machen. Ich merke so, irgendwie macht mir Spaß. Ich bin ein bisschen unangenehm, so, weil ich habe immer über TikTok gelästert. Immer so, ich merke, diese Challenge macht mir Spaß, so, weißt du? So, ich fange an, ich mache meine 3 Videos, war nice. Wie gesagt, 3 Monate durchgezogen, nach einem Monat angefangen, rauszugehen. Ich war erstmal in meinem Zimmer. Ich weiß noch, nach einem Monat hatte ich, glaube ich, 1000 Follower. Ich dachte damals schon so, boah, geil, so. Dann habe ich angefangen, rauszugehen, auf die Straße zu gehen, zu tanzen. Ich bin einfach random nach der Ausbildung. Ich habe zu der Zeit eine Ausbildung gemacht als Gymnastiklehrer, auch sehr interessant. Als Gymnastiklehrer, Bro. Ja. Genau, wie gesagt, nach der Ausbildung kurz ein Video bei der Bushaltestelle gemacht. So. Eine Frau war im Hintergrund, hat so drauf reagiert, mäßig. Und das war das erste Video, was dann damals 50.000 Views hatte. So. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jemand, der immer überall tanzt. Ich mache ab jetzt einfach meine Videos draußen mit so Reactions, mit Leuten im Hintergrund. Einfach wo zu Leuten gehen. Und genau, nach 2 Monaten hatte ich dann 15.000 ungefähr. Und dann habe ich halt angefangen, rauszugehen, Leute anzutippen. Und so, meine Message war damals ein bisschen, ich will Deutschland ein bisschen lockerer machen. Weil in Deutschland sehr oft, wenn man zu Leuten geht und tanzt, so, die sind sehr verklemmt und schauen so und schauen dich an und gehen weg. Und ich wollte einfach ein bisschen so zeigen, man kann auch locker in Deutschland sein, weißt du? Und dann habe ich halt angefangen damit. Und genau, jeden Tag dann weiter durchgezogen. 2 Monate waren vorbei, ich habe gemerkt, mir macht Spaß, es ist nice. Was war deine Inspo in der Zeit? Ja, ich wollte einfach tanzen. Ich dachte mir einfach nur, als Tänzer ein bisschen einfach zeigen, so, weil so solche Videos sieht man mehr in Amerika oder anderen so Ländern, so dass Leute einfach zu Leuten gehen und tanzen. Und ich wollte es einfach so in Deutschland machen. Ich wollte einfach zeigen, in Deutschland kann man auch sowas machen, weil ich habe immer Kommentare gesehen unter Videos, dass sie sagen, in Deutschland geht sowas nicht, das kann man nicht machen. Und ich habe halt dann, ich wollte zeigen, es kann man auch in Deutschland machen, man muss einfach machen, ja, weißt du? Verstehe. Einfach machen und nicht darauf achten, was andere Leute sagen. Und genau, dann habe ich angefangen, jeden Tag nach der Ausbildung auf dem Heimweg einfach 3 Videos zu machen. Einer hat mich gefilmt, richtiger Ehrenmann in meiner Klasse. Wir hatten den gleichen Heimweg. Immer Sendlinger Tor ausgestiegen, 3 Videos gemacht immer.
Harras, überall, weißt du so, die Locations in München so. Ja. Und einfach die Videos immer auf dem Rückweg gemacht. Wenn es manchmal nicht ging, einfach kurz in der U-Bahn und überall, wo es geht, Videos gemacht. Jeden Tag 3 habe ich durchgezogen für ungefähr 2 Jahre ungefähr. Jeden Tag 3 Videos hochgeladen. Krass. Und auf einmal hat es so angefangen, weißt du. Okay, was, 2 Jahre, ja? Genau, das erste Jahr habe ich dann 300.000 Follower gehabt sozusagen. Und da war auch nur Tanzen. Also das erste Jahr war nur Tanzen. Danach kam ein bisschen Krise, weil Corona, wir wissen alle. Und dann kam Lockdown so. Man durfte nicht mehr raus. Ich dachte mir, ich habe meine Nische gefunden, draußen tanzen, es lief gut. Ich hatte Spaß, das Wichtigste natürlich dabei auch. Auf einmal, ich darf nicht mehr rausgehen. So, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich konnte auch nicht Leute antippen und tanzen, weil Leute rasten aus. Corona, weißt du, Maske, du weißt doch, Abstand und so. Und ja, ich konnte nicht mehr. Ich habe ja nicht nur vor Leuten getanzt, ich habe angetippt und getanzt, weißt du. Ich habe die angetippt von hinten, von überall und getanzt. Es ging nicht mehr. Dann habe ich gedacht, boah, was mache ich jetzt so? Aber ich wollte nicht aufhören, weil es hat mir Spaß gemacht und man macht dann einfach weiter. Du bist in dem Flow, man hat gesagt, einem Jahr sind ja 300.000, so, man macht einfach weiter. Dann habe ich angefangen, so mein Zimmer ein bisschen was zu machen und dann hat es angefangen einmal mit meiner Kapuze. Also das Ding ist, wenn mir kalt ist damals in der Schule, wenn mir kalt war, habe ich immer Kapuze aufgesetzt, so, weil dann Haare sind so an der Backe, schön warm und so. Und das habe ich immer gemacht. Ja. Und dann habe ich so einen Sound gefunden auf TikTok. Das war so ein Sound von Windows. Din, 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 ding. Ja, okay, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht gecheckt, welche. Oh, ich weiß, was ich meine. Ja. Din, 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 ich habe das Video gesehen. Ja, so. Genau. Wie jeder andere auf dieser Welt. Oh, stimmt. Und genau, da habe ich halt so, habe ich so hochgeschaut und auf diesen Bling habe ich meine Kapuze rausgemacht so. Und alle fanden es komplett lustig, so wie der Afro so rausploppt. Ist dann abgegangen, auch in Asien sehr viel und so. Und dann habe ich halt so gemerkt, okay, ich habe so Haare, die nicht jeder hat so. Man kann es eigentlich auch so einsetzen. Und dann habe ich in Quarantäne einfach angefangen, mit meinen Haaren Videos zu machen. Und da hat es angefangen, komplett erstmal durch die Decke zu gehen so. So hatte ich mein erstes Video dann diese Ui, weißt du so, da hat es angefangen, diesen Sound benutzt. Da hat es angefangen, hatte ich so meine ersten 40 Millionen Views, so das erste Mal. Also wirklich, es war schon echt krass. Und genau, dann kam ich auch relativ schnell auf die 1 Million mäßig. Und dann genau, Quarantäne war immer noch. Ich habe draußen ein bisschen, auch ein paar Tanzvideos natürlich gemacht, aber auch Haare und das ist ein bisschen gemischt. Und hat es angefangen, halt, dass ich meine Haare ein bisschen eingesetzt habe. Noch nicht wie jetzt, aber ein bisschen so einfach zu Hause. Und ja, so hat es dann angefangen in der Quarantäne. Ja, wenn du jetzt zurückschaust, was glaubst du, hat dich am Ball gehalten? Warum bist du so diszipliniert? Also viele wollen ja irgendwie Social Media Influencer werden und fangen dann auch an, Sachen zu posten oder irgendwie sich was raussuchen, worin sie gut sind oder vielleicht ihre Nische finden werden. Die meisten ziehen es aber nicht komplett durch. Stimmt. Ne? Also fangen vielleicht an, haben Euphorie für eine gewisse Zeit und hören dann aber sehr schnell wieder auf. Stimmt, ja. Was glaubst du, hat dich eben doch 2-3 Jahre so lange durchhalten lassen, dass du jeden Tag, wahrscheinlich am Anfang mit weniger Zahlen und Views und ich sag mal statistischem Erfolg belohnt als dann später. Was glaubst du, was hat dich da so stark geprägt oder intrinsisch motiviert? Es gab 2 Sachen, würde ich sagen. Die erste Sache war, ich hatte wirklich Spaß dran. Also es gibt viele Leute, die sagen, ey, die fragen mich auch ganz oft so, wie kann ich anfangen? Ich will. Und die wollen, aber haben gar keine Sache, die sie machen. Weißt du, die wollen einfach nur das Influencer-mäßig, die wollen Social Media machen, aber die haben gar keine Idee, die haben gar keine Sachen, was sie jetzt gut können, was gut passt für die Kamera mäßig, weißt du? Also die haben keine Sachen, die müssen es irgendwie connecten können. Ihr Talent rüberzubringen, dass es auf Videos und Kamera nice ist für Leute. Und ich glaube, die meisten Leute kommen dann in irgendwas rein und fangen irgendwas an, wo sie wissen, okay, damit haben andere Leute Erfolg und fangen einfach damit an. Bei mir war das Ding, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was andere machen und ich hatte wirklich Spaß dabei, weißt du? Also ich bin noch rausgegangen, ich habe Videos gemacht und ich hatte auch Spaß dabei, Leute anzutanzen und einfach so deren Reactions so ein bisschen zu sehen, weißt du, so mäßig, so, was immer unterschiedlich war. Also weil ich wirklich Spaß daran hatte ich jetzt nie so, ich war jetzt, klar manchmal schon, aber ich war jetzt nicht oft so, oh, jetzt heute Videos, oh, gar keinen Bock, so. Klar, gibt's auch, aber hatte ich nicht so oft. Und weil ich wirklich Spaß dabei hatte und das alles auf dem Rückweg auch gemacht habe und sich so ergeben hat, habe ich einfach durchgezogen,
bis es zu einer Routine wurde. Also es war komplett normal, wie Leute, die jetzt in der U-Bahn, wenn sie nach Hause gehen, was lesen, habe ich einfach meine Videos gemacht, weißt du? So bin ich ausgestiegen, habe Videos gemacht. Das war eine Routine, über das man nicht mehr nachgedacht hat. Und so ist es, wenn du was länger durchziehst, irgendwann wird es normal. So, du denkst ja nicht darüber nach, dass du deine Zähne putzen musst. Du putzt einfach, oder nicht? Hoffe ich mal, oder nicht? Ja. Schon, ja? So, Schon, ja. deswegen. Und bei mir war es einfach so, ich war in der U-Bahn und es war einfach normal. Okay, ich gehe nach Hause, mache gleich Videos und dann bin ich zu Hause. So. Das war immer eine Routine und deswegen habe ich einfach durchgezogen. So, es war einfach normal für mich. Ich hatte Spaß dabei, ich hatte Freude, es hat mir selber Freude bereitet so und habe am Anfang eher weniger auf Statistiken und Analysen geachtet. Okay. Das war auch das Ding. Also ganz am Anfang, du weißt ja auch noch nicht, was krasse Views sind oder was krass ist. Deswegen, du freust dich erstmal 1000, 2000. Natürlich freut man sich immer, aber ganz am Anfang hatte ich jetzt noch nicht so, oh Mann, das erste Mal 100.000, wann kommt es endlich so? Man muss einfach geduldig sein, einfach machen. Und wenn man Spaß dabei hat, dann denkt man auch nicht so, weißt du? Dann denkst du nicht, oh, ich will jetzt endlich 100.000 Views haben. Ja. So denkst du nicht. Einfach Spaß daran und einfach wirklich aus Leidenschaft so einfach gemacht so. Und dann, glaube ich, kommt es von alleine. Wenn du wirklich Spaß dabei hast und durchziehst und nicht immer denkst, ich muss, sondern einfach du willst. Ja. Ich glaube, irgendwann kommt es von alleine, wenn du einfach am Ball bleibst und es zu einer Routine wird, die dir Spaß macht, dann ist es einfach eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Ja, das ist gut, ja. Es ist eine sehr, ich sag mal, powerful Combination zwischen Leidenschaft und Disziplin, Auf jeden die dann Fall. zur Gewohnheit Auf wird. jeden Fall. Weil klar wird es Momente geben, worauf man nicht so, oder wenn man, also man hat einfach keine Lust dann oder es fehlt die Energie dazu. Aber es ist bereits Gewohnheit geworden. Und in den meisten Fällen, in der Mehrheit, trägt dich eben die Leidenschaft, dass du es unbedingt willst und dass es Spaß macht und dass du ja eine richtige Passion dafür hast, trägt dich mehr durch, als dass du das als, ich sag mal, Arbeit siehst oder als irgendwie Hausaufgabe, die noch erledigt werden muss. Genau. Oder To-Do, der abgehakt werden muss. So, deswegen, ja, voll interessant, ey. 2-3 Jahre, das ist auf jeden Fall ordentlich für die Anfangszeit und jetzt ist ja noch mehr Zeit vergangen. Genau. Was glaubst du, was genau hat sich, oder nimm uns rein, was genau hat sich verändert in deinem Leben? Also es ist eigentlich alles, also wirklich alles. Also ich habe angefangen, wie gesagt, ich hatte die Million dann ungefähr. So, ich mag das oft nicht immer so, wie sich mein Leben verändert hat, von Followern abhängig zu machen. So, weil Leute fragen ganz oft so, wie hat sich das verändert? Und ich rede über Social Media und so und Follower und alles, aber natürlich ändert sich dein Leben, je höher die Zahlen gehen. Es ist einfach so. Je mehr Leute kennen dich und genau deswegen ist es einfach, es ist natürlich von deinem Following und alles auf Social Media abhängig, wie sehr sich dein Leben verändert. Nicht irgendwie jetzt nur Tanzen oder sonst was hat mein Leben verändert. Es war natürlich Tanzen in der Kombination mit Social Media. Es ist einfach so. Und genau, ich hatte meine Million und dann ging ich relativ schnell auf 1,5 Millionen. Auf einmal war der Stopp. So, ich war wirklich in einem Hoch, Haare, bisschen, weißt du, 1,5 Millionen, Stopp. So, ich bin vielleicht fast ein Jahr auf 1,5 Millionen auf dieser Zahl geblieben. So, da muss ich sagen, ab einer Million, ab 1,5 Millionen so, habe ich auch angefangen davon zu leben. Heißt, es wurde aus Spaß und einfach hier ein paar Videos, wurde auf einmal dein Job mäßig. Ich war zwar noch in der Pflicht. Genau, mäßig. Ich war ja noch in der schulischen Ausbildung, so, hab das nebenbei gemacht und auf einmal machst du damit Geld. Und sobald Geld ins Spiel kommt, ändert sich immer ein bisschen was. Es ist einfach so. Also, nimm uns rein. Es Was ist hat einfach sich so. verändert? Schau mal, das Ding ist so, irgendwann, du merkst, okay, ich denke, also du kriegst Geld davon, du kriegst Kooperationen, das ist davon abhängig, du kannst mehr Geld nehmen, wenn du mehr Views hast. Heißt, deine Views steigen, dein Einkommen steigt, weil du kannst mehr Geld verlangen. Heißt, du denkst dir nicht mehr so, ja, das Video hat jetzt mal so viele tausend, egal. So. Du merkst irgendwann, okay, du machst dir ein bisschen mehr Kopf. Das Video floppt auf einmal. Du denkst dir, so. Und so fängst du an, mehr nachzudenken. Du machst nicht einfach Posts, so, Tag hier, Post, sondern du denkst drüber nach. Du verfolgst die Views, du schaust, weißt du, was geht, so, warum floppt es, so. Und das war davor weniger der Fall bei dir? Ja, genau, eher weniger. Also Bevor es natürlich, monetar- also- natürlich, man freut sich schon, wenn es hochgeht, natürlich Ja, immer. ja. Aber wenn jetzt mal ein Video jetzt nicht die Views bekommt, jetzt nicht die Welt, weißt du. So. Ja. Aber irgendwann denkst du dir so, du wirst Hast du das im unzufriedener. Moment gemerkt oder erst im Rückblick? Ich habe es so, im Moment gar nicht gemerkt. okay. Gar nicht. Das heißt, hat dich immer mehr eingenommen? Genau, voll. Ja. Also
wie gesagt, ich war auch auf 1,5 Millionen Follower für fast ein Jahr lang so. Ich habe trotzdem jeden Tag durchgezogen, trotzdem jeden Tag 3 Videos weitergemacht. Und ich hatte vielleicht im Durchschnitt 8.000 bis 20.000 Views. Bei 1,5 Millionen Follower ist jetzt nicht so, weißt du. Und deswegen war alles so, es war voll die Downphase so für 8 Monate lang. Und weil es ja auch schon mein Job war das natürlich sehr frustrierend. So. Und Social Media ist halt eine Sache, das ist das Gefährliche an Social Media, würde ich sagen. Du kannst nichts kontrollieren. Ich kann nicht sagen, ich arbeite jetzt mehr, dann habe ich auch ein besseres Ergebnis. Kannst du nicht sagen. So, weil du bist abhängig von einem Algorithmus. Das ist das Ding. Du bist abhängig von einem Algorithmus und wenn der nicht gönnt, dann gönnt er nicht. Und du kannst nichts machen. Nicht gönnt, ja. Du kannst nichts machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt so mit so einer Kamera ein richtiges, krasses Video hier und da, bringt gar nichts. So, wenn es nicht gönnt, dann gönnt es nicht. Es ist einfach so. Und das kannst du null beeinflussen. Und dann hatte ich halt wirklich so ein bisschen Frust, natürlich, so diese Zeit, wo es wirklich gefloppt hat, so, du denkst dir auch bei 1,5 Millionen Follower, diese Lone Views, denkst du dir auch so, was mache ich falsch und so, du fängst an, mit Gedanken zu machen, so. Aber ich denke, man muss einfach selbstbewusst sein und einfach weitermachen. Und ich hatte trotzdem noch meinen Spaß, das ist halt das Gute. Trotzdem Spaß, deswegen auch in der Zeit habe ich weitergemacht, so. Genau, und dann kam halt der Tag, also ich habe auch aufgehört mit meinen Haaren in der Zeit, so Quarantäne war vorbei. Ich wollte nur tanzen, ich wollte nicht sein, der für seine Haare bekannt ist eigentlich. Ich wollte es eigentlich nicht sein. Ich habe gesagt, ich tanze nur noch. Du wolltest eigentlich nicht sein. Ich wollte nicht der sein, der so, der eine Afro und so, wollte ich gar nicht sein. Und ich hatte damals ja auch mein Afro noch so in Locken getragen, so mäßig, weißt du, so, also noch ein bisschen kürzer als so. Ja. Und dann kam der Tag, wo ich gesagt habe, so komm, ich mache einfach wieder mal ein bisschen Haare, habe es weitergemacht so. Und dann kam das Video, das alles verändert hat. Also es war bei mir wirklich ein Video, so mäßig. So, ich bin da stehen geblieben, wie gesagt. Es ging wieder ein bisschen besser hoch, auch mit Tanzen war wieder ein bisschen besser alles, minimal. So. Und dann hatte ich ein Video gemacht. Ich habe, wie gesagt, Haare unter Kapuze, bin zu so einem Security-Mann gegangen und habe einfach meine Afro gezeigt, so. Einfach so, bumm, rausgemacht. Und der hat sich so voll drüber gefreut, hat so Daumen hoch gemacht, hat mich so umarmt und so, mäßig. Und genau zu der Zeit hatte ich auch mein Afro schon groß getragen. Also es hat auch einfach angefangen, einfach so ein bisschen random in Quarantäne. Ich habe ein bisschen mit meinen Haaren was versucht, habe mir Twist gemacht, davor musst du ihn auskämmen. Und da habe ich gemerkt, okay, eigentlich sieht geil aus, wenn ich es auskämme, so groß zu tragen. Und da habe ich es halt dann angefangen. So dachte ich so, okay, mache ich das Video. Und das Video, was ich da gemacht habe mit dem Security-Mann, ich wollte es gar nicht posten. So, weil auch der mich gefilmt hat, mein Kumpel hat das Video so zu früh beendet. Ich war ein bisschen so sauer so. Und dann hatte ich einen Tag keine Videos zu posten mäßig. Ich hatte kein Content. Und ich dachte mir, ja komm, post mal einfach das. Ich poste einfach mal. So, ich habe keine Videos, scheiß drauf, ich poste. Klar. So. Wie oft hast du diese Momente gehabt? Diese Momente? Diese einfach mal ein, ich sag mal, Ersatzvideo zu posten. Oft. Okay. Weil du willst jeden Tag deine 3 Videos posten. Ja. Du hast nicht immer 3. Dann hat der dich filmt, keine Zeit. Dann nimmst du irgendeins, was nicht so gut war und dann postest du einfach so. Okay. Einfach mal so. Hauptsache ich hab was. Weißt Das war jetzt nicht einmalig mit dem. Nee, es war nicht einmalig so. Genau, es passiert immer wieder auf Social Media. Dann poste ich das Video und ich hatte wirklich lowe Views. 10.000, 15.000, 20.000, so manchmal 100.000. Dann poste ich das. Nach einem Tag, am nächsten Abend 14 Millionen. So, ich verfolge das, es geht hoch auf 7, 8, 9, 10, bam, 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 bam. Es geht hoch. Ich merke, boah, krass, wegen Haare. Ich gehe zu einem hin, mach Kapuze, 14 Millionen nach einem Tag. Ja. Ich denke mir, boah, okay. Und ab dem Moment wusste ich spiele es jetzt komplett aus. So. Ich bin jeden Tag andere Situationen gegangen, Arzt, hab Haare gemacht, Polizei, Haare runter, immer mit dem gleichen Sound. So, immer 2 Videos am Tag, ein Haarvideo, ein Tanzvideo. Immer die beiden. Ich habe angefangen, 2 Videos am Tag zu machen, damit man auch weiß, okay, der kann auch was, nicht nur, weißt du so. Ich wollte auch wirklich zeigen, so, dass ich ein Talent habe, weißt du. Wie gesagt, die Videos gingen alle hoch. Das Video hat mittlerweile 100 Millionen Views. Jedes Video, was ich gemacht habe, ging hoch auf mindestens 40, 50 Millionen so. Und dann hat es angefangen. Es ging los, weißt du. Ich bin von 2 Millionen auf 7 Millionen ich glaube, in 3 Wochen oder so. Also es war wirklich so, man hat manchmal pro Woche 2 Millionen gemacht, man hat manchmal pro 2 Tage 1 Million Follower gemacht. So. Es ging richtig hoch. Und bevor das Ganze war, habe ich auch meine Ausbildung abgebrochen. Das war das. Ich dachte mir, ich war auf diesem Stillstand, es lief nicht gut. Ausbildung, ich hatte noch 8 Monate in meiner Ausbildung. Mir hat es auch gar nicht, es war nicht mein Ding. Mir hat es nicht gefallen.
es war gar nicht mein Ding, diese Ausbildung. So, ich musste da Sachen machen, die mir nicht so lagen, ein bisschen mäßig, ballettmäßig, weißt du, so. Das hat mir nicht gefallen, so, weißt du. Ich weiß noch, ja, und du hast viel erzählt damals. Viel erzählt, du weißt noch, Bro, ich habe viel erzählt, weißt du. Und es hat mir nicht so gefallen. So. Und ich denke mir, okay, ich muss irgendwie abbrechen. Aber mit Eltern war auch natürlich schwer. Mama, Papa natürlich, die kennen Social Media noch nicht. Also die kannten das schon, die haben mich auch supportet immer schon. Aber natürlich meinen die, okay, du brauchst was Sicheres, du brauchst was Festes in der Hand, mach deine Ausbildung weiter, so, mach sie zu Ende. Und dann, es wurde immer mehr und mehr und mehr. Ich hatte noch 8 Monate zu gehen und irgendwas, ich weiß nicht warum, aber ich hatte einfach stark das Gefühl, ich muss abbrechen. Der Hype hat noch gar nicht angefangen so richtig. Ich hatte 2 Millionen, klar, war stark, aber es hat noch nicht so, es war nicht das, weißt du, so. Wie gesagt, so, dann irgendwann habe ich es geschafft, so meine Eltern, okay, dann habe ich abgebrochen. Einfach so auf einmal, du warst in der Schule, du hattest eine schulische Ausbildung, du kennst eine Schule, aber ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit und alles hat sich so ergeben, wie es sich ergeben hat, weißt du. Also ich hatte dann die Zeit, ein Nachbar von mir, auch Ehremann, er hat mich immer gefilmt, 7 Monate, jeden Tag. Krass. Er hatte irgendwie nichts zu tun so. Und ja, du kennst auch so, manche Jungs so in dem Alter so, die haben gerade Schule fertig und dann haben die nichts zu tun. Dann er hat jeden Tag Zeit. Wie gesagt, 2 Tage nachdem ich Ausbildung abgebrochen habe, kam dieses Video mit der Security, was so abging. Also wirklich 2 Tage danach. Boom. Krass. 2 Tage nachdem ich abgebrochen habe, ja. ging es hoch. Weißt du? So. Und auf einmal so, weißt du, war ich auf 7 Millionen, ich war auf 8 Millionen, so, wie gesagt. Und dann kam wieder so ein bisschen ein Tief. So, du kannst nicht immer Wii machen, geht nicht. Und, Okay, warte ganz kurz. Ja. Ist dir das irgendwann auf die Nerven gegangen, immer sehr ähnliche Videos zu drehen? Oder dachtest du, hey, ich mache das, was notwendig ist, um einfach die Reichweite zu generieren, die ich brauche, um mein anderes Zeugs zu machen, sage ich mal? Ich würde sagen, es war eine Mischung. Ich habe mir oft gedacht, okay, weil das Ding ist, ich mache halt immer verschiedene Situationen mit verschiedenen Leuten. Dadurch wird das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher. Aber was bei mir mehr das Ding war, immer das und nicht tanzen und einfach nur seine Kapuze runter zu machen, dachte ich mir irgendwann, so. Auch Leute haben mich in der Stadt gesehen, so, haben mich erkannt, ich wurde immer mehr und mehr erkannt. So, Leute haben mich gesehen und machen dann so, und sagen So, weißt du, ich dachte mir so, also okay, ich bin dankbar über den Hype und und natürlich, was in meinem Leben passiert, aber ich will nicht einfach, dass Leute mich so sagen, die ganze Zeit so. Ich wollte es eigentlich nicht so, weißt du? Dann dachte ich mir, für den Inhalt wolltest du nicht unbedingt komplett stehen. Nee, genau, nicht unbedingt. Also ich fand es am Anfang lustig, aber wer hätte gedacht, dass es so hoch geht und dass Leute, dass es so ein Ding wird, so. Und wie gesagt, dann habe ich angefangen, wieder ein bisschen damit aufzuhören und ein bisschen nur zu tanzen. Und irgendwann kam halt die Idee, wieso kombiniere ich es nicht einfach? Ich gehe zu Leuten, ich mache Kapuze runter und ich fange an zu tanzen und zeige das, was ich eigentlich liebe, so. Und so hat es dann angefangen, dass ich zu Leuten gegangen bin, die erschreckt habe. Die magische Kapuze. Kombination. So hat es angefangen. Die Formel. So hat die Kombination angefangen, genau. Und Okay. seitdem dieser Hype losging, hat es dann einfach nicht aufgehört. Ich habe immer neue Sachen dazu gemacht. Auf einmal ging es halt wirklich komplett hoch und das war dann der Punkt, wo mein Leben sich komplett verändert hat. Nicht nur mit dem auch, aber als ich dann die Kombi angefangen habe, da war wirklich der Punkt, wo es war von... Der Sweet Spot sozusagen. Genau. Ja. Das war wirklich das. Hey, Okay, jetzt in diesem Mix von, ich sag mal, sehr, sehr surrealen Zahlen, in welchem Verhältnis standest du damals zu all diesen Views und so weiter, die du zum ersten Mal generiert hattest? Und wie stehst du heute dazu? Also, was ist dein Gefühl von Zahlen damals gewesen? Was denkst du darüber? Was fühlst du darüber? Ist dir das bewusst? Erschreckst du dich manchmal selbst? Bist du schockiert von dem? Machst du dir Gedanken, was ist da los? Es gibt einen sehr großen Unterschied, weil es hat angefangen, früher auf einmal 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen Views. 100 Millionen, ich konnte es gar nicht glauben. Und es war nicht nur ein Video, es waren mehrere so. Und früher dachte ich mir, krass, so man hatte wirklich, es war wie ein Rausch bisschen so mäßig, so, weißt du, man sieht diese Zahlen gehen nach oben, dein Handy, alles so, weißt du, natürlich Notifications ausgestellt, so, war zu viel, aber so, man hat geschaut und jedes Mal, wenn du neu geladen hast, neue Zahl, bam, bam, alles ging hoch. Ja. Und am Anfang, wenn es aus dem Nichts kommt, natürlich bist du ein bisschen so, du denkst dir, was geht ab? So, ich konnte manchmal so, ich hatte irgendwie so ein ja, also so Gefühl schon, weil du siehst 10 Millionen, 20, 30, 40, 50, so, es geht einfach hoch.
Und ich dachte mir manchmal so, krass, Alter, was passiert? Du konntest dich manchmal nicht konzentrieren, das weiß ich auch noch. Das ist wirklich, ein Hype heißt nicht einfach Hype. So, wenn du einen Hype Du meinst hast. über den Tag oder über eine Woche? Oder? Ja, also wenn du auch so am Abend so man geht schlafen, so, na komm, einmal noch schauen, so, weißt du, so. Okay. So war das. Das hat mich gepackt. Ja. Ein Hype ist nicht nur, wenn man einen Hype erlebt, es ist nicht nur ein Wort, man fühlt diesen Hype innerlich. Du bist selber gehypt. So, du gehst schlafen, ja, okay, jetzt steig grad weiter, komm, einmal noch schauen. Dann schaust du. Du wachst auf. Das ist wie eine Droge. Ja, es ist wirklich wie eine Droge. Ja. Und am Anfang checkt man es nicht. Ja. Das ist das Ding. Es ist wie eine Droge. Und früher, ich dachte mir, 50 Minuten krank. Mittlerweile, als es ein bisschen zur Normalität geworden ist, ich habe jetzt kein Verhältnis über Zahlen. Habe ich nicht. Habe ich gar nicht. Null. Ich sehe 20 Millionen. Nice. Weißt du? Also es ist diese Millionen Leute, die man sich vorstellt. Ich habe keinen Überblick mehr darüber. Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, was... Okay. Also 1 Million ist ja schon viel. Ja. Jetzt wirklich gesagt, für mich 1 Million Leute, also Views oder sonst was, ist nichts. Gar nicht. Also 1 Million ist wirklich Zu sehr normal geworden in deinem Leben. zu normal geworden. Ja. Diese Millionenzahlen sind zu normal. Auch 10 Millionen. Ich denke mir so, okay, 10 Millionen. Was macht das mit dir? Ja, schwer zu sagen. Also irgendwo ist es, finde ich es persönlich nicht so gut, weil dein Anspruch steigt halt, dein Anspruch ist gestiegen. Diese 1 Million Views früher in der Zeit, wo ich nicht gewachsen bin, ich hätte mir gedacht, geil. Heute, ich denke mir 1 Million. Weißt du? So, man denkt sich, ja. Und ich glaube, diese ganzen Zahlen, diese ganzen Sachen, die du mitbekommst, die sorgen dafür, dass es sich immer mehr und mehr juckt. Weißt du? Du machst dir viel mehr Gedanken darüber. Du machst dir auf einmal, du merkst irgendwann auch mental, kann nicht so gesund sein. Ich dachte mir auch manchmal so, als der Hype so krass war, so, ich dachte mir manchmal so, okay, nice, aber irgendwas mental, ich glaube irgendwie auf Dauer kann das ein bisschen, habe ich früh gemerkt, so, weißt du, auch so, man will immer mehr Follower haben, man macht Sachen, so, man will einfach wachsen. Ja. Alles mitnehmen. Hast du eine Strategie oder hast du eine Strategie für dich gefunden, als du das gemerkt hattest, um einfach weiterhin auf dem Boden zu bleiben oder so ein bisschen, weißt du, nicht komplett abzuheben und sich in eine Social-Media-Fame-Welt zu verlieren? Ja. Weil ich kenne dich als jemand, der sehr, sehr, sehr geerdet ist, der in dieser ganzen Zeit überhaupt nicht sich verloren hat eigentlich. Aber wie sah dein Innenleben aus? Was hast du getan? Was ist dein Umfeld gewesen? Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern in der Zeit, zu deinen engsten Freunden? Hat sich da was verändert? Und wie bist du das bewusst angegangen? Das Gute ist, ich habe die Freunde, die ich von damals hatte, vor dem Ganzen, habe ich immer noch. Und ich glaube, das Gute ist, ich hatte ein paar Freunde in der Influencer-Szene auch, natürlich, die lernt man dann kennen, aber meine wahren Freunde sind immer die Alten geblieben von damals, so, du kennst alle, weißt du, so. Immer in der Church, auch die Leute, die da waren, ich bin ja schon auch seit klein auf immer Church gegangen und wie gesagt, ich bin immer in dem Kreis so geblieben. Ich hatte immer die Freunde aus meiner Church, aus meiner Schule damals, Kindheit mäßig, weißt du, und ich glaube, das hält dich alles so, das zieht dich alles so ein bisschen auf den Boden, weißt du, du merkst einfach so, klar, bei mir, mein Leben geht gerade, was da abgeht, ist krass, aber durch diese Leute merkst du halt, du bist eigentlich noch wie früher, weißt du, du bist noch wie früher und es zeigt es dir halt so und ich glaube, das ist das, was dich einfach normal bleiben lässt und auch auf den Lebensstandard, den du eigentlich jetzt haben könntest, so, du bist mit deinen Freunden und lebst einfach dann wie früher mäßig und ich glaube, dass ich mit den Leuten immer Zeit verbracht habe, das hat mich halt dazu gebracht, dass ich ja ganz normal geblieben bin, weil ich sag ehrlich, es ist nicht schwer abzuheben in dem, was man erlebt. Wirklich, also Man hat ja genug Beispiele, ne, dass jemand theoretisch davon leben kann und dann ganz andere Zahlen auch schreibt dann, genau. Finanziell und dann plötzlich anfängt, sich das erste Auto Natürlich, zu kaufen, natürlich. auszuziehen, Genau. nur noch rumzureisen und irgendwelche, keine Ahnung, Hotel-Views ja, dann in seinen Stories zeigt. Das gibt es ja auch. Ja. Das ist bei dir weniger der Fall jetzt gewesen oder gar nicht. Haben sich Leute verändert in deinem Umfeld, die du von früher kanntest? Kaum. Also da bin ich wirklich dankbar. Wirklich kaum. Also meine alten Freunde von damals, ich würde sagen, nicht einer hat da wirklich auf einmal dann komisch geredet oder so. Es waren eher die Leute, die man damals aus der Schule oder so kannte oder irgendwo, die man ein bisschen kannte. Ein bisschen der erweiterte Kreis. Genau, ja, okay. Da kamen Leute mal wieder und wollten dann was von dir so. Aber meine engen Freunde, es hat sich wirklich keiner verändert so mäßig.
Und ich bin mit allen noch so cool wie früher. Und das ist halt das, was das Schöne ist. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das lässt alles normal wirken, weißt du. Das zeugt von der, ich sag mal, Qualität der Beziehung, ne? Ja. Dass Leute nicht plötzlich anfangen, eine Opportunity in dir zu sehen und dann irgendwie was von dir zu wollen. So. Genau. Krass, aber klar, du hast da die unterschiedlichsten Reaktionen meistens und auch Beispiele. Okay, hast du aber bewusst für dich nochmal irgendwas gefunden, wo du sagst, das will ich täglich, wöchentlich in einem gewissen Rhythmus tun, um einfach immer wieder normal zu sein oder nicht komplett, wie gesagt, mich zu verlieren? Ich glaube einfach, also ich habe da nicht wirklich eine wirkliche Strategie, aber mir ist einfach aufgefallen, es ist einfach nur, für mich ist es nur Familie und Freunde, das ist das Einzige. Also wie gesagt, es ging hoch und hoch und hoch, man hatte 10 Millionen Follower, 11, 12, 13, es ging immer höher. Und ich hatte auch eine Phase, also wie gesagt, der Hype hat mich da ein bisschen gepackt, so natürlich, so. Man ist glücklich, man denkt sich die ganze Zeit, so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, irgendwas ist anders als früher. Das habe ich wirklich gemerkt und das finde ich schon krass, weil so, es war noch gar nicht lang so. Der Hype war seit 4 Monaten, 5 Monaten und ich habe wirklich gemerkt, so, okay, es läuft gut, ich werde gesegnet, ich kriege Reichweite, natürlich finanziell auf einmal auch ganz andere Zahlen natürlich dabei. Und ich denke mir, okay, geil, aber irgendwie bin ich nicht glücklich. Ich habe das gemerkt ich habe eine Collab reinbekommen, von, ich weiß nicht mehr, welche Brand es war. Ich glaube, es war Tommy Hilfiger so. Also eigentlich dachte ich mir, eigentlich sollte man, und auch gut bezahlt natürlich, eigentlich sollte man denken, boah, geil, nice und sich freuen. Ich lese das und denke mir, so, irgendwie, ich war dankbar, ich bin dankbar, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das Wahre, was mich wirklich innerlich glücklich macht. Ja. Es erfüllt mich gar nicht. Und da habe ich wirklich gemerkt, weil mein Leben ging also sehr, sehr, sehr viel nur darum. Alles andere war ein bisschen so, man vernachlässigt Sachen so. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, ich bin nicht 100% glücklich gerade. Leider. Ich bin gebläst, ich bin finanziell sehr gut, ich erlebe viele Sachen, ich habe Sachen, die keiner erlebt, ich kann Sachen erzählen, die keiner erzählen kann. Aber irgendwas ist einfach gerade ein bisschen, das habe ich innerlich nur gemerkt, nur innerlich. Und so habe ich halt sehr schnell gemerkt, so, ich muss wieder meine Freunde treffen, ich muss wieder mehr mit Familie chillen, ich muss wieder mehr, weißt du, dann habe ich gemerkt, das, was wirklich erfüllt, ist Freunde, Familie, seine Gesundheit, weißt du, wieder ein bisschen auch Sport machen. Man macht Sport natürlich, tanzen, aber auch mal wieder einfach sei fit bleiben, weißt du, ein bisschen laufen und Sachen machen, die man in der Social-Media-Szene nicht macht, weißt du. Und das sind die Sachen, die einen erfüllen, würde ich sagen. Weil nur Hustle in der Branche erfüllt einfach nicht. Und das merkt man schnell. Ich habe schnell gemerkt und ich bin mir sicher, dass jeder das merkt, der darauf nicht achtet. Ja. 100%. Ja, verrückt. Ich habe mal von so einer Studie gehört, die längste Studie, glaube ich, die man jemals recorded hat, so aufgenommen hat, über 100 Jahre, über mehrere Generationen und verschiedene Forscher dann auch, die das dann übernommen haben, dieses Projekt. Und dann hat man auch geschaut, was macht den Menschen eigentlich glücklich. Ja. Und am Ende des Tages kam, also ich weiß nicht mal ganz genau, was die Aussage im Detail war, aber es war halt so, es ging darum, dass am Ende des Tages Beziehung, nachhaltige, langfristige Beziehung den Menschen glücklich macht oder am glücklichsten macht. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Also am Ende des Tages, egal wie erfolgreich man sein sollte, auf was auch immer für einer Ebene, wenn du eine kaputte Familie hast, wenn du keine Beziehungen pflegst, keine tiefen, engeren Freundschaften führst, wirst du das nicht teilen können, dieses Gefühl von, hey, ich habe was erreicht oder du weißt gar nicht mehr, wofür du das tust, weil am Ende des Tages, es gibt ja nie ein Genug, ne? Es gibt ja immer mehr zu erreichen, immer mehr zu holen, mehr noch irgendwie abzugrasen, obwohl es dir schon längst gut geht, obwohl du schon längst über den Standard hinaus bist. Voll. Ja, und deswegen, glaube ich, triffst du absolut so einen Nerv, der bei jedem da ist und nicht nur bei Leuten, die erfolgreich sind, sondern auch die Leute, die versuchen gerade vielleicht in die Richtung zu gehen. Voll. In dieser ganzen Zeit, hattest du das Gefühl, du bist auch einsam? Genau, das muss ich sagen, hatte ich die letzte Zeit, würde ich sagen. Weil ich habe dieses Jahr angefangen, auf meine Weltreise zu gehen. Da war die Story, dass
Meine Videos haben gut geklappt und ich habe gemerkt, ich habe Follower dort, Leute schauen mich dort und dort und dort. Hatte ich halt die Idee mit der Weltreise. Und genau, auch neues Chapter so mäßig. Also ich war in Deutschland, alles viral gegangen. Dann haben meine Calm-Down-Videos angefangen. Ich habe angefangen, Handys zu nehmen und so. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my phone. Weißt du, so? Ja, ja. Und auf einmal war das mein Ding. So. Und dann habe ich angefangen zu reisen. Ich war dann in Katar, ich wurde eingeladen zur WM. Krasses Erlebnis. Auch verrückt, ja. Das war, also ich sag das jetzt auch Okay, so. warte mal, ganz kurz. Das Verrückteste, WM. Ich weiß, von Super Bowl wurdest du eingeladen. Genau, WM, Verrückt. Super Bowl, also das Verrückt. war alles Ende des Jahres und Anfang des Jahres. Ende 2022, Anfang 2023, sehr kurz nacheinander. Okay, noch irgendwas? Also irgendwas Verrücktes? Ja, also dann genau als ich bei Super Bowl war, dann kam so erstes Video mit ein Star, was dann der Jason Derulo war. So, ich habe Jason Derulo einfach kurz dann getroffen, mit dem Video gemacht so. Und da kam wirklich, das war ja schon die Zeit, wo mich jeder, der Social Media hat schon mal so eins von diesen Videos gesehen. So. Dieses Handy wegnehmen und Calm Down hat alles nochmal verändert. Nochmal. Also es waren wirklich mehrere Schienen. Es war erst bei Tanzen, dann war Wii, dann war diese Kombination und dann Kombination zwischen Haare, Handy und Tanzen, weißt du? Ich habe immer so einen drauf. Es wird immer komplexer. Genau, weißt du, so immer so. Und das hat wirklich alles verändert, sodass ich auch zu internationalen Events eingeladen wurde. Okay. Ich hatte meine so 20 Millionen erreicht so. Und ich war in Katar, WM, und da war eine Situation, ich werde es niemals vergessen. Ich wollte Videos drehen draußen auf einem Markt. Katar, sehr viele arabische Menschen, natürlich WM. International alle dabei. So. Ich bin mit dem Team von Adidas. Wir gehen auf den Markt. Auf einmal full. Alle Menschen rennen und kommen. Ich dachte mir, Ich dachte, ist jetzt jemand hier oder so, weißt du? Ich dachte mir, was geht jetzt ab? Ja. Ich merke halt so, es ist wegen mir. Ja. So, das, was man sieht, so wie wie so Stars verfolgt werden, auf einmal wegen mir. Alle Das kommen. hast du das vorher noch nie erlebt, oder was? Ich habe das schon erlebt, aber nicht in dem Maß. Es wurde immer mehr in Deutschland auch, aber dann bist du da in München, so, da kommen ein paar Leute, natürlich Schulklassen, natürlich habe ich schon erlebt, so. Ja. Es wurde natürlich immer mehr, aber in anderen Ländern ist es noch was anderes. Ich war dort, der ganze Markt war da, ich drehe mich um, vor dich nur Handykameras, alle so. Du bist in der Mitte von dem Kreis, schaust dich um, alle schreien und machen so und tippen dich an und wollen ein Foto mit dir machen. Ich kannte Fotos schon, ich war schon gewöhnt an Fotos, aber ich war nicht gewöhnt, dass ich nicht draußen gehen kann. Das war ich nicht gewöhnt. Ich konnte nicht wirklich gehen. Ich bin gegangen und gefühlt der ganze Markt ist gefolgt. So. Ich habe da meine Videos gemacht, der ganze Markt hat zugeschaut, überall von Häusern, alle haben zugeschaut. So. Und wirklich jeder kannte einen. Also es war auch, ich bin ins Hotel eingecheckt, das war eines der krassesten Hotels in Katar. Ich check ein, ganze Rezeption kommt raus, Küche kommt raus, alle wollen ein Foto machen. So. Okay. Also nicht mal, Krass, weißt du, ja. so. Verrückt. Und da hat angefangen, dass es wirklich so man wird oft erkannt. In Deutschland natürlich, ich kannte es, egal wo, ich wurde immer erkannt. Aber dann so, man kann nicht mehr im Hotel chillen, weißt du, so. Und da hat es angefangen. Und da habe ich gemerkt, okay, die Leute lieben das in anderen Ländern sogar noch mehr als in meinem eigenen Land. Die lieben das. Die sind wirklich, die freuen sich, die wollen mit dir tanzen, alles, weißt du. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe einfach in das Land, wo ich sehr viele Follower habe. Ich hatte eine sehr große brasilianische Community. Lass mich einfach nach Brasilien gehen. Einfach so. Ich hatte keine Connections dort, nichts. Ich habe ein paar Leute geschrieben, ein paar Influencer geschrieben, auch aus Brasilien. Einer hat mich dann eingeladen, meinte, ich kann dir helfen mit allem. Ich gehe dahin, ich war dort, 2 Monate dort geblieben. Ich habe geplant, vielleicht 2 Wochen. Ich war 2 Monate in Brasilien und ganz Brasilien wusste, ich war da und ganz Brasilien hat es geliebt und haben gesagt, ey, geil, dass du nach Brasilien kommst, geil. Haben sich gefreut, so. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist eine andere Zeit gekommen, ich mache eine Weltreise und ich gehe in all diese Länder, wo ich weiß, die Leute haben dieses Temperament und freuen sich, so. Und ich gehe in diese Länder und mache da meine Videos sozusagen. Und so hat diese Weltreise angefangen. Ja. So. Und Ja, verrückt. Ja. Ja, also wir reden von TV-Shows, wo du eingeladen worden Ja, bist, ja. öffentliche Events. Alles Also wenn kam du dazu. wirklich von ganz Brasilien redest, ist es nicht nur Social Media Brasilien, sondern Es ist wirklich tatsächlich Brasilien, genau, ja, es ist wirklich ganz Brasilien. genau, nochmal ganz andere Dimensionen, krass. Und du meintest vorhin, das ist auch der Moment oder das ist die Phase gewesen, wo du immer wieder gemerkt hast, Einsamkeit Genau. ist eine Sache. Genau, weil dann hat es angefangen, in Brasilien noch nicht, das war mein erstes Land. Dann geht es zu mehreren Ländern, ich war Marokko, Türkei, Ägypten, so mäßig.
Und ich hatte halt die meiste Zeit nicht einen Kumpel dabei, ich hatte ein Team dabei sozusagen. Und du merkst halt, du bist immer nur mit einem Team und mit Leuten, die dir jetzt nicht sehr bekannt sind. Natürlich sind die Leute cool, du triffst coole neue Menschen, aber auf Dauer, das habe ich erst gemerkt nach halbem Jahr, würde ich sagen, auf Dauer neu, immer neue Menschen auf Dauer, man merkt es ein bisschen. Und dann ich war jetzt in Indonesien letztens so, und ich bin ja in jedem Land immer, nicht nur kurz 2 Wochen, ich bin immer 5, 6 Wochen da, so in jedem Land. Dann war ich in Indonesien und ich bin ganz alleine hin, einfach so, random. Und da habe ich halt sehr oft so gemerkt, so krass, so man lebt eigentlich ein bisschen für Videos so. Ich bin im Hotel, ich gehe raus, treffe mich mit der Person, die mir hilft, mache meine Videos, man geht essen, chillt ein bisschen, war cool, und dann gehst du wieder rein. Natürlich machst du am Abend auch manchmal was, aber du bist dann wieder im Hotel und keine Freunde da, und auch das, was du erlebst, du teilst es mit niemandem, der dir richtig bekannt ist. Weißt du, ich meine? Du erlebst so krasse Sachen, du kannst es all deinen Freunden nur erzählen, wie dir jetzt. Ich kann es dir jetzt nur erzählen, weißt du? Du kannst sagen, krass so, aber ich habe diese Erfahrungen alle so für mich alleine gemacht, weißt du? Und da habe ich gemerkt, so, ich bin nur mit neuen Leuten, ich erlebe die krankesten Sachen mit neuen Leuten. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, klar, ich habe guten Draht zu meiner Familie, immer am Telefonieren, auch wenn ich zurückkomme, immer am Machen. Aber irgendwie fühlt man sich dann doch einsam, weil du erlebst diese krassen Sachen, aber du kannst deinen Ängsten nur davon erzählen, weißt du? Und was du wo du es aber erlebst, ist ein bisschen so einsammäßig, weißt du? Da habe ich halt so gemerkt, so, boah, man ist schon echt gut einsam, habe ich dann nach einer Weile gemerkt, so. Ich bin immer alleine mit irgendeinem Team dort, die ich kennengelernt habe, vor 2 Monaten oder 1 Monat kennengelernt habe, bist du auf einer Weltreise. Überleg dir mal, du gehst in ein Land, welchen Kumpel würdest du mit in ein Land nehmen? So? Du würdest jetzt wahrscheinlich nicht nach Vietnam oder so mit irgendeinem, den du jetzt vor einer Woche kennengelernt hast, so komm, lass mal Urlaub in Vietnam machen, weißt du? Sowas macht man ja eigentlich nicht. Du gehst, wenn du jetzt mit Leuten in einen anderen Kontinent gehst, das sind meistens deine Leute, die du wirklich kennst und mit denen du weißt, mit denen kann ich auch dahin gehen. Du weißt, wenn ich mit ihm gehe, wenn wir jetzt nach Vietnam gehen, so, du weißt, es wird chillig, weißt du? Weil wir kennen uns. Aber sagen wir mal, du kennst einen nicht so gut, du bist mit dem da und du merkst, ja, aber so bei manchen Sachen passt es einfach nicht so gut, weißt du? So. Und das habe ich halt durchgehend in Asien, in Südamerika und überall, weißt du? Das habe ich halt durchgehend so. Und da merkst du halt so auf Dauer, klar, auch wenn die cool sind, es ist halt immer ein bisschen oberflächlich alles. Ja. Mein Leben ist... Es fehlt die Tiefe, ja, es fehlt so ein bisschen die wirkliche Verbundenheit. Ja. Voll. Es ist halt alles ein bisschen... allein das letzte Mal, dass ich jetzt so rede, so, weißt du, lange rede, so, war jetzt auch schon ein bisschen her, weißt du? Okay. Klar, mit Mama, Papa immer wieder mal, mit Familie, aber so, dass man wirklich sich hinsetzt und mal redet, allein das merke ich jetzt auch gerade, das war eigentlich länger her so, weißt du? Dass man wirklich sitzt, ein bisschen über auch tiefere Sachen redet, so. Es ist immer in meinem Leben sehr oberflächlich, weißt du? Und das ist halt das Ding. Und da merkst du halt auch ein bisschen diese Wie gehst du damit um? Einsamkeit. Ja, also ich habe mich eigentlich auch damit abgefunden, mäßig. Ich rede auch gern über meinen Job, sage ich mal so. Ich rede auch gern darüber, weil ich weiß auch, was ich sage. Und wenn Leute finden ja immer direkt Reichweite und alles so krass, so, weißt du. Also für mich ist es einfach nur so, ich mache meinen Job und ich bin erfolgreich in meinem Job. Es gibt 100 Millionen Menschen auf der Welt, die erfolgreich sind in dem Job, in dem, was sie machen. Ich sehe mich nicht als, ja, okay, weil ich diesen ganzen, dieser Fame dazu kommt und Geld dazu kommt und so, dass ich das höher sehe. Ich sehe einfach, ich mache eine Sache, die mache ich gut und darin bin ich erfolgreich. Fertig. Ich sehe da nicht diese Fame und diese andere Schiene, was alle anderen von außen sehen. Alle, boah, Noel, 10 Millionen, wow. Weißt du? So, ja, klar, so ich bin auch stolz darauf, aber man muss es immer ein bisschen low-key sehen, weißt du? Und deswegen denke ich einfach, dass diese Oberflächlichkeit auch ein bisschen, sage ich mal, ist ein Preis, den man zahlt, weißt du? Sage ich mal, mir geht es finanziell sehr gut, das ist auch kein Geheimnis so, kann man auch so sagen, mir geht es finanziell sehr gut, mir geht es allgemein so, ich habe sehr viele Möglichkeiten, ich habe Möglichkeiten, die andere niemals haben, so. Und deswegen nehme ich auch in Kauf, dass ich dazu ein paar... Preis zahlen natürlich, muss. ich nehme es in Kauf, Privatsphäre weg. Privatsphäre ist weg. So. Wenn wir das Gespräch draußen jetzt in der Stadt haben, geht nicht. Wir können nicht durch die Stadt gehen und so ein Gespräch haben. Es geht nicht. So. Und da nimmt man das in Kauf. Und klar, es ist manchmal ein bisschen oberflächlich und manchmal ein bisschen, ja, man kriegt manchmal ein bisschen, diese Tiefe fehlt manchmal. Aber ich sehe das als einfach,
ja, das ist einfach ein Preis, den man zahlt dafür, dass man in anderen Sachen sehr, sehr, sehr gesegnet ist. Nicht alles kann immer 100% perfekt sein. Es ist einfach so. Ja. Und deswegen nehme ich es einfach in Kauf und es ist kein Problem für mich. Also noch psychisch merke ich, Ja. noch ist es kein Problem. Ist okay. Ich weiß nicht, wie es in 3, 4 Jahren aussieht, Ja. aber jetzt gerade ist es wirklich, okay, ja. Würdest du sagen, wenn du nochmal neu die Wahl hättest, ja, würdest du das so weitermachen, wie du das jetzt gerade weitermachst? Ja, würde ich sagen. Und tust du gerade das, was du tun willst? Ja, auf jeden Fall, 100%. Also ich denke, ich hätte in meiner Zeit, so wenn ich zurückschaue, ich denke, ich hätte nichts verändert. Ich denke nicht, gar nicht sogar. So auch diese Ausbildung, 2 Jahre war auch so gute Erfahrung, weißt du. So, ich denke, ich hätte nichts anders gemacht so. Und auch, was ich jetzt gerade mache, ich denke, ich bin gerade 100% richtig und auf der richtigen Schiene, weißt du. Weil ich bin mit vielen Leuten, ich kann viele Leute glücklich machen. Das ist für mich das größte Privileg, dass, klar, mit Fotos und alles, man hat keine Privatsphäre, aber im Endeffekt kannst du Leuten, so, du kannst deren Tag machen, wenn du einfach nur ein Foto mit denen machst, 10 Sekunden, weißt du? Klar, wenn es jetzt 100 Mal am Tag passiert, ist es dann natürlich sehr viel, aber ich bin da jemand, der das als Privileg sieht, vor allem auch bei Kindern, weißt du? Kinder kommen und freuen sich und so, für die du bist, weißt du, so, die werden darüber ein Jahr noch reden, dass sie dich getroffen haben. Und deswegen denke ich, dass dieser ganze Stress, den man hat und diese Oberflächlichkeit und diese ganzen Privatsphäre ist weg, hat auch was Positives, weil du kannst Menschen so leicht eine Freude machen. Einfach, wenn du mit den 5 Minuten die Zeit nimmst und mit denen redest, ein bisschen, weißt du, die freuen sich darüber und die vergessen es nicht. Und das finde ich einfach ist was einfach zeigt, ich bin auf dem richtigen Weg, ich kann so viele Menschen glücklich machen, ich kann Menschen helfen und deswegen hätte ich nichts anderes gemacht, würde ich sagen. Hätte ich nicht. Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Hast du Ziele dir aufgeschrieben oder festgelegt, was du noch erreichen willst mit dem Ganzen oder wohin es hinlaufen soll? Ja. Oder bist du einfach offen und schaust, see what happens? Ich bin gerade sehr, sehr offen. Ich schaue einfach also man kann auch nichts vorhersehen. Hätte ich jetzt Schwierig, ne? es geht nicht. Hätte ich jetzt von einem Jahr gesagt, irgendwie, oder vor 2 Jahren gesagt, so, ey, ich will mal 30 Millionen Follower. Also, weißt du, das ist halt ein krasses Ziel. Ich weiß auch damals, als ich 1,5 hatte, ich habe gesagt, okay, ich denke jetzt mal groß, ich denke mal sehr, sehr groß und mein Ziel ist es, 5 Millionen Follower am Ende des Jahres auf TikTok. Das ist mein Ziel. Ich denke mal groß. So, 5 Millionen, ja, ist schwer, aber es ist ein großer Traum. So. Ich hatte am Ende des Jahres 20. Weißt du? Also, weißt du, man kann nichts vorhersagen, wirklich. Ja. Ich weiß natürlich, was ich machen will auf jeden Fall. Was mir am wichtigsten ist, bevor Ziele von Geld oder Following schafft oder Sachen, die man macht, so, mir ist erstmal wichtig, dass ich einfach in ein paar Jahren nicht ausgebrannt bin durch diesen ganzen Trubel und alles, weißt du? Ja. Dass ich dadurch, das ist mir das Wichtigste, dass ich meine Freunde habe, dass ich meine Familie noch habe, alles, mit allen close bin, das steht immer bei mir an erster Stelle, bevor alle Projekte und hier und Wachstum und alles kommt, so. Mein Ziel ist es aber natürlich, was Langlebiges daraus zu machen, weißt du? Also jetzt, so, ich bin ja jetzt eher bekannt durch 15 Sekunden Videos, so. Das ist natürlich kurz lustig so und Leute freuen sich, aber das gibt nicht so viel, weißt du? Ja. Und ich will eine Person werden, die was macht, was halt langlebig ist, die auch was bewirkt, weißt du, sozusagen. Und deswegen ist die Welttour auch gerade ein Teil davon, weil ich versuche einfach Kulturen zusammen zu vereinen, weißt du, zum Beispiel in Brasilien, die Menschen, die kennen sich gar nicht aus mit Indonesien, die wissen nichts davon, so, weißt du. Es ist nicht immer so wie in manchen Ländern, wo man Bescheid weiß über alle Länder. In manchen Ländern, die leben einfach so in ihrer Bubble, so mäßig, und die kennen so andere außerhalb, spielt keine Rolle dort so. Das heißt, ich gehe nach Brasilien, ich hole alle brasilianischen Follower ab, ich gehe nach Indonesien, dann sehen die alle die Kulturen. Und dann die reden auch in den Kommentaren manchmal so darüber, weißt du? Okay. Und das ist halt so, weißt du, so, die sagen so, ja, bei uns in Brasilien war so und so, weißt du so. Und das ist halt was ich nice finde und was ich halt finde, dass es mehr zu tun hat mit einfach Videos, weißt du? Ich will was machen. Eine gewisse Sinnhaftigkeit. Genau, wo was hintersteckt. Nicht einfach so, Baby, weißt du, nicht einfach das, weißt du, sondern einfach so. Ja. Und deswegen ist halt mein Ziel auf jeden Fall, einer zu werden, der nicht nur kurze Videos macht, sondern wirklich jemand zu werden, der was verändert hat, weißt du, der Menschen Hast du zusammengebracht da hat. konkrete Projekte oder Ausarbeitungen schon? Oder Also kannst du irgendwas verraten? Ich weiß nicht, vielleicht ist ja noch so, geheim. ich will auf jeden Fall auch sehr viel mit im Projekt im Bereich Charity machen.
mäßig, also Charity-Sachen so. Ich werde jetzt auch bald mit Viva Con Agua was machen. Das ist eine Charity-Company. Und da werde ich nach Uganda gehen. Und wir werden, das ist noch nicht safe, aber wie es der Name schon sagt, Viva Con Agua, mit Wasser, Brunnen, irgendwas so mäßig machen. Und ich werde auch jemand sein, der einfach Menschen hilft, weißt du. Und ich habe sehr viel bekommen und ich finde, es ist auch wichtig zurückzugeben. Und ich will auch irgendwie was Großes machen. Ich habe da noch keine klare Vision, aber wo ich wirklich der Welt so zurückgeben kann, weißt du. So, na klar, man kann jetzt nicht jedem irgendwie für jeden was tun, aber einfach was Großes, dass Leute auch sehen, okay, der ist bekannt geworden, aber der gibt auch zurück, weißt du. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist so, was ich in der Zukunft eigentlich machen will, weißt du. Schön, hört sich richtig gut an. Genau, also so nicht jetzt Richtung Wachstum und alles natürlich auch. Ja. Ich will mein Haarprodukt rausbringen, weißt du. Okay. Sowas natürlich gibt es auch, natürlich. Ja. Businessmäßig so, Haarprodukt rausbringen und YouTube mehr anfangen, weißt du, so einfach mehr von sich zeigen. Diese Ziele hat man natürlich auch, sich da was aufzubauen. Aber in erster Linie geht es mir immer ein bisschen mehr um das Menschliche, weil ich gemerkt habe, Business und Wachstum und diese ganzen Sachen ist eine Schiene, aber diese wahre Erfüllung ist das Menschliche, weißt du. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich setze mehr meinen Fokus auf diese Menschlichkeit, weißt du. Weil im Endeffekt, du machst immer mehr und mehr, du machst immer mehr Geld, du machst immer mehr so und so und so. Irgendwann ist es einfach nur noch, ich will mehr, weißt du. So, man kann eigentlich schon jetzt so, weißt du, so ist es halt. Man will immer mehr. Mit wem reflektierst du diese Sachen? Also, was ich machen will, menschlich gesehen und alles? Ja, einfach allgemein, so deine inneren Gedanken, Prozesse. Machst du das mit der Familie oder sitzt du da einfach alleine vom Schreibtisch und denkst, okay, gut, ich schaue jetzt die letzten Monate an, ich schaue die nächsten Monate an, was will ich, wohin will ich, was war? Also ich glaube oft alleine, weil ich rede schon mit sehr vielen Menschen darüber, weißt du. Mit meinen Eltern rede ich sehr viel, weil immer mal, wenn ich von einem Land zurückkomme, natürlich redet man viel. Aber ich glaube, am besten geht es auch alleine, einfach mal hinsetzen und nachdenken, was eigentlich überhaupt so gerade passiert. Man checkt es auch nicht. Und man muss auch immer dankbar bleiben, weil man vergisst, also so viele Sachen werden selbstverständlich, weißt du? So viele Sachen werden selbstverständlich. Ich bin zum Beispiel gesponsert von Turkish Airlines, heißt, ich muss nie einen Flug bezahlen. So, die buchen für mich immer Business-Class-Flug, so. Ich gehe da rein und ich denke gar nicht nach, weißt du? So, ich gehe da rein, ich lege mich so hin und schlafe einfach und denke mir nichts, weißt du? So, nichts. Und dann manchmal denke ich halt so, man muss eigentlich für alles dankbar sein, was man bekommt. Wer kann einfach normal fliegen und weißt du, wer? Dann setze ich mich halt hin, meistens abends im Bett so ein bisschen, weißt du, denke einfach nach, bete ein bisschen, weißt du. Und ich denke einfach an alles, was passiert ist. Weil man kann auch gar nichts reflektieren. Ich bin gerade in Brasilien, ich habe Brasilien gar nicht verarbeitet, ich gehe schon zum nächsten Land. Und du vermisst sogar noch das Land davor, aber hast gar keine Zeit, weil du schon da bist. Du bist schon, es ist alles kurzlebig und schnell. Und deswegen diese Reflexion mache ich meistens einfach abends im Bett, ich höre Musik, ich denke mir einfach krass, was passiert, ich denke über alle Situationen nach. Machst du es jeden Abend? Nicht jeden Abend, nee, ist viel zu selten, muss ich sagen. Okay. Ich mache es vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate vielleicht so. Also, aber dann wirklich. Und da natürlich auch reden mit Leuten natürlich auch. Aber ich muss sagen, so viel Deep Talk, also so über diese Sachen zu reden, habe ich nicht so oft, muss ich sagen. Habe ich selten. Habe ich echt wirklich selten. Und ist eine Sache, die man merkt, aber habe ich jetzt noch nichts, wo ich sage, ich merke das jetzt für meine Psyche. Aber ich bin mir bewusst, ich habe so Deep Talks und alles und wirklich mit Leuten zusammen reflektieren, habe ich nicht oft. Ist einfach so. Ja. Deswegen. Wonach sehnst du dich? Gerade würde ich sagen, mehr Zeit mit Freunden so eigentlich. Also mehr Zeit mit Leuten, die man kennt und die einem bekannt sind. Das ist das, wonach ich mich gerade auf jeden Fall sehne. Leute, die schon immer in deinem Leben waren oder schon länger und dich auch gesehen haben. Ich liebe es auch zum Beispiel, mit Leuten zu reden, die mich kannten die alles mitbekommen haben, weißt du. Ich fühle mich da direkt ein bisschen vertrauter. Also ich sehe mich ein bisschen mehr nach so Vertrauen, weil das ist auch da eine Sache, die passiert ist. Ich war früher offen zu jedem. Ich bin immer noch offen zu jedem natürlich, aber ich bin immer vorsichtig. Ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden. Und mit Leuten, die ich gerade kennengelernt habe, ist es für mich schwer, einen Deep Talk zu führen. Ich kann das, aber wirklich zu fühlen und wirklich so, das, weißt du, das ist sehr schwer, weil man ist immer ein bisschen in dieser Vorsichtighaltung, weil du denkst immer, jeder will dich ausnutzen. Ist einfach so. Das ist ein Nachteil, finde ich. Hast du da viele negative Erfahrungen gemacht? Ja, es gab einige negative Erfahrungen natürlich so oder neue Leute.
jeder will was von dir. Jeder. Jeder. Wenn Leute mich kennenlernen und die erzählen mir, die haben ein Business, bin ich direkt so sehr verschlossen. Direkt. Weil ich weiß, auch wenn die nett sind und korrekt sind, die haben trotzdem oft im Hinterkopf so, wie kann ich nur ein bisschen so, weißt du, zu ihm korrekt sein ein bisschen und dann kann er mir mit meinem Business ein bisschen helfen, weißt du. Und das merke ich bei so vielen Leuten. Also eigentlich, jeder will was von einem. Jeder, der neu in deinem Leben ist, will was von dir. Jeder. Und das ist halt das, wo du halt auch gar nicht so die Chance mehr hast, so. Auch wenn die Leute nicht so sind, irgendwann kommst du in eine Haltung rein, wo du denkst, ja, der will bestimmt sowas. Ja, ja. Und das ist halt das Und die Mehrheit, auf die Mehrheit trifft es wahrscheinlich zu. trifft auf die Mehrheit zu, ja. Selbst wenn es Ausnahmen gibt, kannst du es kaum dann noch unterscheiden. Kaum. Ja, verstehe. Kann Ja, man verrückt. kaum Ja. sein. Deswegen ist halt das Ding, so das ist halt schade, weil ich war mit jedem immer so richtig so, weißt du, und jetzt, ich rede mit einem, ich lache, so, aber trotzdem denke ich mir hinter Kopf, ja, so, weißt du. Okay, So. trotzdem denkst du so, okay, Ja, genau. mit dir nicht mehr, oder was? Genau, ja, also doch wirklich, wirklich. Also vor allem diese Frage, ich verstehe niemals, warum alle mich fragen, kannst du mir zurückfolgen? Wenn du mir diese Frage stellst, ist vorbei. Es ist, wir hatten ein nices Gespräch. Stell mal vor, jetzt wir reden, es ist gechillt so und am Ende du so, ja Bro, nur kurz, kannst du mir auf Insta zurückfolgen? So. Bro, was ist das, Digga? Ja. Wovon haben wir gerade geredet, Digga? Damit ich dir zurückfolge. Wolltest du Connection aufbauen, damit ich dir folge? Ja, was ist überhaupt was hast du davon, wenn ich dir folge? Ja, der folgt mir, wow. Weißt du? Das ist das, also und die Frage höre ich wirklich jeden Tag. Ich rede mit Leuten, ich hatte nice Zeit mit denen so. Ich bin natürlich noch offen. Ich kann auch mit random Leuten chillen, natürlich. Mache ich auch. Und dann am Ende so, ja, Bro, das ist mein Instagram und so. Ich so, okay, nice. So, die zeigen mir immer ihr Instagram. Ach so, nice. Ich sag so, ja, okay, stark, Bro, stark und so. Die so, ja, die sagen sogar oft, so, die machen Ausreden, Bro. Die sagen, ja, ich habe kein Internet, kannst du mal auf dein Handy mein Instagram schauen? Wie, du hast kein Internet, Bro? Weißt du? Ja. Und solche Sachen, Bro, passieren wirklich oft, jeden Tag. Und du merkst einfach, wie Leute auch ein bisschen mit dir reden, weil für die ist das, okay, ich rede mit einer bekannten Person, die finden das irgendwie krass, so. Und dann erzählen die es anderen und deswegen wollen die auch mit dir cool sein. Jeder will mit dir cool sein, jeder will mit dir irgendwie Kontakt haben. Natürlich nicht jeder, aber sehr viele, so. Und die wollen einfach damit flexen, dass sie sagen können, ja, das ist mein Homie, weißt du. Ja, verstehe. Und deswegen geht das Vertrauen halt weg, weißt du. So dieses Vertrauen, dass man wirklich auf einer gesunden Basis neue Leute kennenlernen kann. Ja, schwer. Schon schwer geworden. Krass. Naja, sag mal, was ist der schönste Moment bisher in dieser Reise gewesen? Ich meine, du bist noch super jung, ja, und selbst wenn es jetzt ein paar Jahre schon am Laufen ist, du merkst ja selbst, es gibt immer wieder neue Kapitel, die sich aufmachen und das ganze Ding auch nochmal in eine neue Ebene meistens heben. Was ist bisher der schönste Moment für dich gewesen, wo du sagst, boah, da warst du den Tränen nah oder musstest sogar, weißt du, aus Happiness ein bisschen weinen und gleichzeitig, was ist der dunkelste Moment in der ganzen Reise bisher gewesen? Schönste Momente, es gab sehr viele schöne Momente. Was ich persönlich sehr, sehr nice finde, ist, wenn schwarze Mütter so zu mir kommen und sagen, ey, danke, dass du das Ganze machst, weil also ich habe mir dabei erst gar nicht so viel gedacht. Dann habe ich aber auch gemerkt, du sprichst sehr viele Menschen damit an, weil, wie gesagt, eine schwarze Mutter kommt zu mir und sagt, ja, mein Sohn, er schämt sich, hat sich mal ein bisschen für seine Haare geschämt, so, aber seitdem er so deine Videos sieht, so trägt er seine Haare mit Stolz, so, weißt du? Wow. Und das finde ich halt sehr, sehr schön und berührend, dass du auch wirklich andere schwarze Kinder inspirierst und zeigst, ey, diese Haare sind nice, so, trag es mit Stolz, weißt du? Oder schwarze Frauen kommen zu mir und sagen, ich trage immer meine Wig und so, und was natürlich auch gar kein Problem ist, aber ich trage meine Wig und seitdem ich deine Videos sehe, habe ich auch voll auf Bock, mein Afro zu rocken, weißt du? Und das habe ich gar nicht bedacht am Anfang, dass sowas auch passieren kann. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, ey, meine Haare sind mehr als nur einfach Haare, weißt du? So, das ist eine kulturelle Repräsentation. Ich wollte immer ein bisschen, natürlich habe ich immer gesagt, ich will eigentlich nicht so für Haare und so, aber das bin halt eben ich. Und seitdem ich diese Sachen höre, stehe ich auch voll dahinter mit dem Content, den ich mache, auch mit den Haaren, weil du inspirierst so viele Kinder, so viele Menschen, die in der Schule vielleicht auch für Afrohaare ausgelacht werden. Es gibt's leider noch sehr viel. Und dass sie dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommen, ist auf jeden Fall was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Das ist ein sehr schöner Moment gewesen oder Momente gewesen. Ich glaube, meine Lieblingsmomente sind mit Kindern.
Also es gibt auch Leute, die sagen so, ja, voll viele Kinder als Fans und so. Es gibt auch immer Leute, die haten. So, voll viele Kinder als Fans. Das ist doch nice. Kinder sind die ehrlichsten Menschen, so, die es gibt, weißt du? True. Und es ist einfach so. Es ist einfach so, weißt du? Ich habe zwar alle Altersgruppen, ich würde sagen, es ist sehr ausgeglichen, aber mit Kindern ist es immer am nicesten, weil du kommst dahin, so stell dir mal vor, du bist irgendein Kind in Indonesien, irgendein indonesisches Dorf so, und ich gehe dahin und die rasten aus, die freuen sich komplett, weißt du, freuen sich. Es gab auch schon Kinder, die geweint haben vor Freude, weißt du. Und das sind wirklich Momente, wo du denkst, wow, so eine ganze, ich spreche Englisch, eine ganze Gruppe von Kindern steht vor dir und schauen dich an mit so richtig Augen voller Freude, so. Und alle sind so richtig so, die Stimmung ist immer ganz krass, finde ich, wenn das Kinder sind. So, wenn es eine Gruppe von Kindern, die sind so dankbar, dass du jetzt mit denen gerade chillst und Zeit verbringst. Und das finde ich das Schönste, was man machen kann, der schönste Moment. So, dann sage ich zu allen Kindern zum Beispiel, in Indonesien habe ich es gemacht, alle Kinder waren da. Ich so, ey, weil der mit mir ein Video gemacht. Ich so, dafür, dass ihr ein Video mit mir gemacht habt, gehen wir alle zusammen in die Mall und ihr dürft euch Süßigkeiten kaufen, was ihr wollt. So. Bin ich mit 40 Kindern in die Mall gegangen und habe allen Süßigkeiten gekauft, so was sie wollten. So. Ja, süß. Und ich würde sagen, solche Momente sind die Momente, die einen erfüllen. Nach so einem Tag merke ich auch, boah, heute, ich bin erfüllt. Es ist nicht nur, ich habe meinen Content gemacht, so, ich habe meinen Arbeitstag abgehakt, ich bin wirklich Du hast noch nichts mal gepostet erfüllt. darüber. Ja, genau. Weißt du? Ja, ich bin wirklich erfüllt. Wirklich erfüllt. Und das sind, glaube ich, meine schönsten Momente, die ich habe, mit Kindern zu tanzen, zu chillen, auch einfach einzuladen, komm, wir gehen essen, alle chillen da, wir essen, alle sind glücklich und die vergessen das niemals. Und das sind einfach die schönsten Momente. Ja. Also das macht auch wirklich Spaß und das lässt mich auch immer weitermachen, weil das erfüllt einen wirklich. Ja, Mann. Okay. Dunkelster Moment? Dunkelster Moment. Gott sei Dank gab es nicht viele wirklich dunkle Momente. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und sehr glücklich. Ich denke, ein dunkler Moment war, dass du merkst, du wirst ausgenutzt. So. Ich war in Ägypten mäßig, weißt du, und du hast einfach gemerkt, Leute machen irgendwelche Faxen hinter deinem Rücken, weißt du, so, die nutzen dich aus, die nehmen dich, du merkst so, es wird hinter deinem Rücken Geld gemacht, du erfährst es über irgendwo, weißt du, und du merkst so, die Leute, mit denen du gechillt hast, du hast Vertrauen gegeben, so, die haben einfach so mit dir Geld gemacht, ohne dass du was davon weißt, weißt du, und ich würde sagen, das ist ein Moment, wo man wirklich merkt, krass, so, ich kenne sowas eigentlich nur aus so Filmen, dass jemand so ausgenutzt wurde, so voll so. Und ich dachte, nee, man denkt auch gar nicht, dass man selber ausgenutzt wird, so. Und du merkst halt, wow, es gibt wirklich Leute, die chillen mit dir, die machen wirklich auf cool, aber hinter deinem Rücken machen die irgendwelche Sachen durch dich und ermöglichen sich Sachen durch dich. Und da habe ich halt gemerkt, so, ist schon echt wack. Also, das gab es früher nie, weißt du, so, dass jetzt Leute irgendwie immer einen Vorteil aus mir machen. Ich würde sagen, das sind die dunkelsten Momente, wo du merkst, Leute wollen einfach nur aus dir einen Vorteil machen und die schätzen, die mögen dich zwar, die finden dich auch cool, aber tun auf cool, aber hinter deinem Rücken machen sie sowas. Und das sind halt wirklich Momente. Tragen zwei Gesichter so, ja. Ja, und das ist halt, ich kenne sowas gar nicht, weißt du. Ich bin aufgewachsen in einer Church-Community, weißt du, mit Leuten aus der Church. Da ist es jetzt nicht so, dass Leute hinter deinem Rücken, also im besten Fall natürlich, gibt es immer, aber ich bin aufgewachsen in einer Community, wo das nicht der Fall war, weißt du. In meinem Umkreis war es nicht der Fall. Und dann so das erste Mal zu erleben und direkt so auf diese Weise, weißt du, direkt so, das würde ich sagen, war echt ein Moment, wo ich einfach enttäuscht war von Menschen so mäßig. Also wirklich dachte, krass, dass es sowas wirklich gibt. So. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, hatte ich nicht wirklich viele wirklich dunkle Momente, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Hatte ich nicht so oft. Wirklich nicht so oft. Ja. Okay. Ja, schön, ey. Gut zu hören. Ja, zum Glück. Aber ich bin auch noch am Anfang und es kann noch alles, man weiß nicht, was noch passiert, es kann noch alles dazu kommen, ja. Vorbeugen, wo es geht. Und ansonsten glaube ich, lernt man aus seinen Fehlern auch, ne? Auf jeden Fall. Natürlich, du hast schon erzählt, du bist vorsichtiger geworden. Ja. All das ist Teil der Reise, einfach zu reifen auch, so ein bisschen das einschätzen zu können, andere Menschen besser einschätzen zu können und so weiter. Gut, ich denke gerade über die Punkte nach, die du hier und dort erwähnt hattest mit Glaube, Kirche, Community und so. Ja. Wie ist dein Verhältnis zum Glauben, zu all diesem oder zu dieser Thematik? Ja, ich bin christlich aufgewachsen.
immer schon, meine beiden Eltern sind sehr gläubig. Immer in die Kirche schon gegangen, damals Kindergottesdienst und so. Da immer mitgegangen. Natürlich kommt dann der Punkt, wo man sich selber entscheiden muss, wo man selber sagen muss, okay, will ich diesen Weg gehen mit Gott oder nicht? Und ja, dann ist es halt so gekommen, dass ich mich dafür entschieden habe und auch immer Gott auf meine Seite gestellt habe, immer mitgenommen habe, immer mit ihm in Kontakt, weißt du, bete und einfach, ja, versuche diese Reise mit ihm zu machen. Und ich würde sagen, dass der Glaube ist Priorität Nummer 1 in meinem Leben. Eigentlich, jetzt kommt das eigentlich, ist Priorität Nummer 1 und es ist mir immer am wichtigsten, aber natürlich, wenn du immer unterwegs bist und nur mit neuen Leuten bist und du bist auch nicht mit den Leuten, mit denen du das zusammenlebst, dann merkst du auch, dass du dich davon entfernen kannst. So, also ich muss leider sagen, ich merke, dass ich mich vom Glauben, also ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt vom Glauben abkomme, das wird niemals passieren, aber dass ich mich auf jeden Fall, dass ich weniger Kontakt damit habe seit der Weltreise, merke ich auf jeden Fall. Und das merkt man auch innerlich. Weil wenn du damit aufwächst und das einfach die Priorität in deinem Leben ist und du dich dafür entschieden hast und es willst und du merkst einfach so, da ist gerade nicht so der Kontakt da, wie es eigentlich da war, merkt man auf jeden Fall auch, fühlt sich ein bisschen leerer an. Das merke ich auf jeden Fall auch gerade, dass ich auf dieser ganzen Reise weniger damit in Kontakt bin und das merke ich auch innerlich sehr und ist schade, aber man kann immer zurückkommen, weißt du, man kann immer zu Gott zurückkommen, aber wie gesagt, gerade ist es schon so, dass ich da eher an einer Phase bin, wo ich weniger in Kontakt damit bin als sonst, weil du hast ein anderes Umfeld natürlich und natürlich ist es schwerer und ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, aber also es ist, ich merke das und weil es mir so wichtig ist, macht es mich natürlich auch ein bisschen traurig natürlich so. Ja, verstehe. Aber ja, ich sehe da auch positiv und man muss einfach zurückkommen und einfach wieder schauen, dass man die Zeit mit Gott einfach verbringt, weil das braucht man auch, das ist auch die Sache, die mich am meisten erfüllt dabei. Ist so. Ja, ich glaube, ich kann ganz gut nachvollziehen, was du meinst. Vor allem mit deinem Lifestyle oder das, was du als Hauptbeschäftigung tust, ist nicht einfach, weißt du, Teil einer Community zu sein, die halt irgendwie wöchentlich ihre Sachen hat, sondern genau, du musst halt schauen, hey, wie bleibe ich irgendwie im Kontakt, wie kann ich in dem Ganzen noch Teil sein und trotzdem aber nicht jetzt eine Welttournee nach der anderen absagen oder so, sondern wie kriege ich das kompatibel miteinander? Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Das ist herausfordernd auf beiden Seiten. Einmal die Individuen, die das so ausleben oder die so einen Lifestyle führen und andererseits die Kirchen-Communities, die vielleicht ihr Glaubensleben oder ihren Alltag nur so ausgelegt haben für Leute, die vor Ort leben. Genau. Und das ist dann, ich glaube, damals in meiner Rolle auch, oder habe ich mir viele Gedanken gemacht, okay, wie kriege ich das hin, mit der Kirchenarbeit irgendwo trotzdem eine Anlaufstelle zu sein für Menschen, die nicht jede Woche da sein können oder die eigentlich gar nicht die Woche da sind. Ist auf jeden Fall eine offene Baustelle weiterhin. Ne? Auf jeden Fall, ist schwer. Also klar, auch Leute schreiben dir und so, aber so richtig ist, also man verliert halt ein bisschen den Fokus. Es ist einfach so. Dinge werden dir auch ein bisschen egaler, weißt du. Es ist dann, wenn es länger so ist, dann ist es so, also du merkst, Kontakt geht ein bisschen weg. Am Anfang denkst du, und du willst wirklich. Und je länger das kommt, dann wird es dir auch irgendwann so ein bisschen so, man denkt sich leider halt dann, ja, schade, aber dann denkt man an was anderes. Also der Gedanke, schade, geht ein bisschen weiter unter, weißt du. So, und es ist einem, ich sag nicht egal, aber es ist auf Dauer, natürlich wird es irgendwann so einfach ein Gedanke, den du nicht mehr so oft hast, weißt du. Es geht ein bisschen weg, du gewöhnst dich daran, an diesen weniger Kontakt, irgendwann wird es normal. Und dann merkst du es erst, wenn du wieder zurückdenkst und wenn du mal dann wieder in der Kirche bist und du siehst, boah, so war es früher immer, so, dann merkst du wirklich so krass eigentlich, weißt du. Verstehe, ja. Und ja, es sind halt alles auch diese Ablenkungen, die dazugehören, weißt du, diese ganzen, immer unterwegs sein, immer, man ist auch natürlich viel mit Leuten, die das natürlich nicht so leben wie ich, weißt du, andere Mindset haben, anders denken, ganz anders aufgewachsen sind, auch wenn Leute diesen Glauben nicht haben, ist einfach was anderes, so, und wenn du immer mit den Leuten unterwegs bist, immer, dann natürlich irgendwann merkst du es gar nicht so richtig, dass du so, wie weit du davon weggehst, weißt du, so mäßig. Und genau, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, mit der ich zu kämpfen habe, auf jeden Fall.
aber ich bin trotzdem noch viel am Beten und Gott beschützt mich da auch und schützt mich auch vor anderen Versuchungen oder sonst was, weißt du, und ich bin da wirklich auch, also ich lebe da natürlich trotzdem noch, wie ich gelebt habe, aber ich merke einfach, der Kontakt und dieses Eng an Eng ist einfach gerade nicht so da, wie es mal war, weißt du. Ja. Und das ist halt, was man merkt, ja. Ja, Mann. Okay, wir fassen mal ein paar Sachen zusammen und kommen Richtung Schluss. Was glaubst du, ist die Mission deines Lebens als Mensch, als Noel, der mit all seinen Gaben und seiner Reise jetzt so beschenkt worden ist? Was glaubst du, ist deine Mission oder bist du sie gerade vielleicht auch am Herausfinden? Was denkst du, in welche Richtung läuft das? Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Ich bin mir 100% sicher, dass meine Mission ist, Menschen zusammenzubringen, Kulturen zusammenzubringen und einfach Menschen eine Freude zu geben, für Menschen einfach ein Licht zu sein, weißt du? Und ich bin mir auch 100% sicher, dass das, was ich mache, ist dafür bestimmt, dass ich halt sehr viel in ärmere Bereiche gehe, weißt du, und dafür die Menschen ein Licht bin und einfach zeige, dass ich einfach zeige, ja, egal wie man ist, egal so, weil Leute in Dörfern, armen Dörfern oder so, und du bist irgendwie bekannt, die sehen dich wirklich so als, weißt du, als kompletter Star so, und denen zu zeigen, dass man einfach normal ist, weißt du, denen zu zeigen so, ich bin trotzdem normal, weißt du, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich chill mit euch, ich esse mit euch, ich komme zu euch nach Hause, weißt du so, und ich glaube, meine Mission ist da, dass ich einfach vor allem auch bei ärmeren Menschen einfach mit denen Zeit verbringe und einfach denen eine Freude mache. Also ich denke, meine größte Mission ist es, Menschen zum Lächeln zu bringen. Ist auch mein Motto, weißt du, so mäßig so, dass ich einfach Menschen weltweit einfach Freuden machen will, zum Lächeln bringen will, Sachen auch geben will, zurückgeben will, weißt du. Ich glaube, das ist so die größte Mission, die ich habe, weißt du. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Einfach so vielen Menschen Freude zu geben, zu segnen mit Sachen. Kann auch materiell sein, kann wirklich auch materiell sein, weißt du. Du gehst einfach dahin, so holst den ganzen Dorf irgendwas, weißt du so. Ich will wirklich einfach Leute segnen, weißt du. Und das ist auf jeden Fall meine Mission. Da bin ich mir sicher, dass es auch so bleiben wird die nächsten langen Jahre. Natürlich bin ich aber auch auf einem Weg, wo ich noch ein bisschen herausfinde, wie genau ich das mache, weil ich mir auch im Klaren bin, mit diesen Social Media und alles kann man nicht, das ist immer das Gleiche, das kann man nicht immer machen, weißt du? Und deswegen ist es eine Mischung zwischen, ich weiß, ich bin der Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert, aber ich muss trotzdem noch herausfinden, was genau ich in den nächsten Jahren, so wie es weitergeht, wie und was ich da genau machen werde. Aber meine Mission ist auf jeden Fall, die Welt so zum Lächeln zu bringen, der Welt Freude zu schenken und auch in Zeiten, wo die Welt, katastrophale Situationen passieren einfach. Wie gesagt, jeder weiß, glaube ich, die Welt geht immer ein bisschen, weißt du, Menschheit, alles. Das ist auch in der Zeit, dass ich einfach immer diese positiven Vibes einfach verbreite und das ist einfach mein Ziel. Und das weiß ich auch 100%. Das weiß ich 100%. Ja, das hast du schön gesagt. Und ich glaube, das ist ganz passend zu dem, glaube ich, was du bisher erlebt hattest und wo du eben der Sache auf der Spur bist, einfach herauszufinden, okay, das hat mich geprägt, so bin ich und da verspüre ich auch eine Bestimmung, eine Berufung hin. Ja. Und du bist ja auch erfolgreich nach gewissen Standards, ja. Und deswegen, glaube ich, ist es absolut nachvollziehbar und ich kann dir nur sehr viel Erfolg, Glück und Gottes Segen wünschen an der Stelle. Danke. Ja, Mann, und ich freue mich, dich weiterhin dort auch mit beobachten zu dürfen und so. Letzte Frage an dich. Okay. Von unserem vorherigen Gast, das ist so ein bisschen die Tradition hier. Okay. Ich glaube, hast du teilweise schon beantwortet, aber trotzdem. Wenn es dir nicht so gut geht, was ist dein Happy Place? Ja, wenn es mir nicht so gut geht, auf jeden Fall Familie und Freunde. Also das ist auf jeden Fall 100%ig das. Ich muss auch sagen, es ist einfach allgemein auch ein bisschen München, finde ich. Rückzugsort. Genau, einfach da, wo man herkommt, da, wo alles einem bekannt ist, so. Ja. Weißt du, wenn ich da in der Stadt bin, so, Heimat, einfach zu Hause, Wohnung, weißt du, Familie, Freunde. Das ist einfach der Place to be sozusagen. Ja, schön, Mann. Ja. Okay, Noel, hast du eine Frage an mich noch?
Eine Frage an dich. Du musst noch nicht. Eine Frage an dich. Ja, doch. Okay, Wir haben uns länger nicht gesehen. Natürlich habe ich eine Frage an dich. Jetzt kommt's. Und zwar, du warst ja damals München, wir waren immer unterwegs, so Pastor, du warst immer in einem Kreis, wo alle Leute waren immer da, es waren immer alle Leute da. So. Wie ist es für dich, jetzt in einer anderen Stadt zu leben und einfach komplett aus der Community sozusagen rauszugehen? Und einfach, es war ja ein richtiger Cut. Es war ja wirklich, es war ja ein bisschen so wie Schluss machen mäßig. So stelle ich mir das vor, weißt du, so mäßig. Du bist raus, du bist mit Leuten, du bist immer in der Community, das war dein Leben, weißt du, du warst ja immer da, auf einmal bist du raus. So. Wie ist jetzt für dich das Leben so ohne diese Community, einfach jetzt Spannende hier Frage. Alles neu, so, weißt du, das interessiert mich. Spannende Frage. Ich erlebe es gerade in Wellen, würde ich sagen. Ja. Wie ich damit umgehe oder was es gerade mit mir macht. Es sind ja jetzt 11 Monate her, Anfang des Jahres, genau Januar bis 11 Monate schon her? Bis November. Krass. Und es ist eine sehr durchwachsene Zeit gewesen. Ne? Also ich glaube, das, was typischerweise im Januar in den letzten Jahren passiert ist, ist dieses, okay, du hast Winterpause oder Weihnachtspause, bist bei der Familie, bei deinen Eltern so oder so für 1-2 Wochen und dann beginnt das Jahr halt, ne? Also die ganzen Events und Programme und Sachen halt in der Kirche und deine Arbeit. Und es war so ein bisschen komisch dann, nicht zurückzugehen. Okay. Ja, weil ich war ja, theoretisch war das typisch dann wegzugehen oder raus zu sein aus München oder eine kurze Pause zu haben und dann aber nicht dieses, hey, ich muss noch was vorbereiten, weil jetzt geht's demnächst los, sondern nee, du bist halt raus. Ich glaube, das war so ein bisschen komisch, war aber okay, weil halt, das hat sich halt in die Richtung bewegt, dass ich sage, hey, das Kapitel wird dort beendet und habe mir dann eigentlich Zeit nehmen wollen für diesen einen Monat, einfach mal Sachen sacken zu lassen und so ein bisschen zu reflektieren, habe es auch getan. Ich glaube, an anderer Stelle hatte ich mal erwähnt, dass ich dann mehr Zeit gebraucht habe als nur einen Monat, weil für mich war so, okay, ich hake das ab, so nach 30 Tagen und dann mache ich mein Ding so. Und habe gemerkt, okay, nee, das dauert so ein bisschen. Hatte aber dann nicht mehr wirklich Zeit im Nachgang, viel mich damit zu beschäftigen. Okay, weil viele andere Dinge dann, ja. dann gestartet sind. Ich bin ja kurzzeitig zu meiner Familie zurück und das wurde dann länger. Dann hat sich was mit einer Wohnung hier in Berlin ergeben und einem Sanierungsprojekt, Podcast in der Zwischenzeit gestartet. Genau. Ne, all diese Sachen waren dann parallel am Laufen, sodass man weniger Zeit hatte, na klar, das so teilweise zu verarbeiten, so im Hintergrund irgendwie immer wieder mal dran zu denken, aber nie so wirklich aktiv, bewusst, ich setze mich jetzt hin, whatever. Und ich glaube, so eine neue Welle war jetzt mit dem Umzug hier in die Wohnung rein, weil ich dann nicht mehr den Trubel auch mit meiner Familie hatte. Das ist ja auch nochmal, was dich auf Trab hält, was Menschen, die dich jeden Tag umgeben. Und jetzt bist du plötzlich in Anführungsstrichen allein. Einerseits sehr blessed, weißt du, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau hier. Klar. Und gleichzeitig ist aber so, plötzlich hast du die Stille und den Raum, der dich nahezu zwingt oder dir plötzlich aufzeigt, hey, da ist noch ein Thema in deinem Leben. Und wie gehst du damit so um? Ne? Oder wie willst du damit umgehen? Oder hast du das verarbeitet? Und das, was du meintest mit, davor war viel Community um dich herum. Du warst irgendwo keine Ahnung, schon auch Mittelpunkt in dem ganzen Trubel so. Genau. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich muss sagen, ich kann dir kaum eine Antwort darauf geben, weil ich tatsächlich mittendrin bin, gerade neu, das zu reflektieren. Okay, krass. Weil ich gemerkt habe, okay, ich bin hier in der Church Community als Besucher, ich habe Freunde hier schon von davor und so weiter, aber so richtig eingegroovt habe ich mich noch nicht. Okay, weil, wie gesagt, so viel am Laufen war und ich erst jetzt eigentlich so richtig mich einnehmen kann in Berlin mit meinem eigenen Space und so. Das heißt, gefühlt ist eigentlich viel Zeit vergangen, aber keine Zeit, um sich einzugrooven. Das beginnt erst jetzt neu. Ja. Obwohl schon 11 Monate vergangen sind. Ich kenne das, Und das ist so, du solltest eigentlich schon angekommen sein, aber du bist noch gar nicht angekommen. Ja. Hast aber viele Sachen am Laufen, die nach außen hin so scheinen, als wärst du schon längst da. Ja. Aber innerlich bist du gar nicht auf dem Tempo unterwegs gewesen.
Und das sind ganz verschiedene Dynamiken, die gerade zusammenkommen bei mir. Und wo ich merke, krass, das ist ein großer Unterschied. Ja. Mal wieder neu in dieser, deswegen rede ich von Wellen. Einerseits und andererseits stelle ich mir aber auch sehr viele Fragen, weil ich glaube, das Natürlichste wäre jetzt zu sagen, ich gehe einfach zurück in so ein Umfeld, dass ich wieder das mache, was ich davor gemacht habe. Und dann hätte ich wahrscheinlich einen ähnlichen Trubel wieder um mich herum. Die Frage ist nur, will ich das, weil mir, ich sag mal, die Aufmerksamkeit fehlt, weil mir so ein bisschen dieses, ne, du bist bekannt, du hast eine gewisse Rolle, eine Position. Klar, ja. Willst du dort zurück, weil dir das fehlt? Ist das deine Motivation? Ist das die Agenda dahinter? Oder sehnst du dich nach eigentlich einer anderen Sache, nach vielleicht mehr Nachhaltigkeit, nach mehr etwas, was dich langfristig erfüllt, in deiner Bestimmung, deiner Berufung, auf diesem Weg, den du gerade versuchst, nochmal neu herauszufinden und herauszukristallisieren. Genau, und das sind so diese, ich sag mal, etwas tieferen Fragen, die die jetzt nochmal neu dazukommen, wo ich sage, klar, vermisse ich das einerseits. Voll. Andererseits versuche ich aber gerade herauszufinden, nicht einfach nur aus dem Emotionalen heraus zu sagen, boah, alles blöd und so und warum bin ich jetzt hierher oder keine Ahnung so, sondern so dieses, ich versuche den Grund dahinter zu verstehen und auch ganz klar zu sehen, okay, klar gibt es sehr, sehr tolle Aspekte in dem Ganzen, was ich getan habe und vielleicht wird es ja in einer ähnlichen Art und Weise wiederkommen, aber vielleicht muss es auch gar nicht mehr genau so aussehen, sondern es ist alles im Wandel so, ne? Es ist alles genau, eine Sache, die sich, glaube ich, erst ergeben wird und die man nicht so wirklich vorhersagen kann. Ja, krass. Das war jetzt eine lange Antwort. Interessante Phase. Ja, auf jeden und ich kenne das auf jeden Fall. Fall. Also ist bei mir auch oft so, Zeit vergeht und du es ging so viel ab, dass du gar keine Zeit hattest, das alles zu reflektieren. Nach 11 Monaten, du bist hier und denkst dir, krass, jetzt geht's eigentlich erst los. So. Ja. Und das finde ich schon krass auf jeden Fall. Dieser Umschwung, kompletter Umschwung, ja. Kompletter Umschwung. Aber ist gut. Ich glaube, gehört dazu. Ja, Mann. Nice, okay. Also, mein Lieber, wir sind bei 2 Stunden fast angelangt, glaube ich. 2 Stunden fast? Ich glaube schon. Was? 1 Stunde 50 oder so ist. Krass. Naja. Letztes Mal, als ich so lange geredet habe, war lange her, ja. Sehr gut. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr es bisher geschafft habt, dann Chapeau an euch. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank wirklich fürs Zuhören. Fürs Reinschalten. Es war mir eine Ehre, dich, Noel, hier zu haben und dieses Gespräch zu führen und einfach mal so ein Catch-up zu führen und zu haben zu all dem, was dich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren beschäftigt hat und einfach deine Reise so ein bisschen aus deiner Sicht mitzubekommen. Super spannend, super inspirierend und aufregend, glaube ich. Und ich denke, wir sind alle oder die dich kennen, dankbar, dich zu kennen und ich glaube, finden es super, wie du damit umgehst und so. Und ja, was kann ich sagen? An der Stelle vielen, vielen Dank an jeden, der, wie gesagt, bisher reingehört hat und das weiter verfolgt. Wenn ihr Noel auschecken wollt und ihn komischerweise noch nicht kennt, dann werde ich alle Sachen verlinken, um dann seine Accounts hier mit darzustellen. Und yes, ansonsten vielen, vielen Dank. Ich bin super, super happy, wie einfach die Dinge laufen mit dem Podcast gerade. Es gab eine kleine Pause, glaube ich, jetzt in der Retro-Perspektive, weil mit Umzug und so weiter ein paar Sachen organisiert werden mussten. Aber der Rhythmus sollte jetzt wieder da sein. Und ich freue mich auf alle kommenden Folgen. Ich freue mich, dass mehr Leute reinschalten werden. Ich sehe das in den gewissen Zahlen auch hier wieder, die mir angezeigt werden. Aber ja, merci beaucoup an der Stelle. Vielen Dank auch, Bro. Also das Gespräch hat mir auch gut getan, habe ich wirklich gemerkt, mal wieder zu reden. Also vielen Dank, war mir eine Ehre hier zu sein in deiner Wohnung, das erste Mal jetzt. Und hat wirklich gut getan, mal wirklich zu reden und einfach zu sagen, was man erlebt, was man fühlt. Yes. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Sehr gut. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.